So, ich gieße mir jetzt noch Tee ein. And then let's go, oder was? Neues Spiel. Bunk, bunk. Nein, nicht Flashgamer, sondern Flashgamer. Es kann auf verschiedenen Weisen enden. Oh, oh, da wird's... Oh, nein, ich habe nicht weitergelesen. Oh, no. Gegenwart, okay. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Ah, okay. Wünsche dir viel Erfolg beim neuen Job. Viel Erfolg im neuen Job. Du warst immer ein Grund für mich, bei den RBs reinzuschauen. Und bleib sympathisch. Ey, alles, was diese Stimme vorliest, wird automatisch so... Ist es ernst gemeint? Das ist so immer dieser Unterton. Das ist wundervoll. Aber ich habe gerade gelesen, dass ich verpasst habe, hier den Titel umzustellen. Das ist natürlich korrekt, das geht so nicht. Und, danke, Noel. Du bist einfach super. Dankeschön. Ich bin super hell. Ich habe oh. Wie wollen wir uns denn nennen? Haben wir eigentlich einen Namen für uns? Ja, danke, Noel. Ich habe einfach total verpennt. Hildegard. Kai-Uwe. Ich finde Hildegard ganz lustig. Ja, gib mir mehr Namen. Ich will ein paar mehr Namen lesen. Ein paar gute. Vielleicht sowas, was anderes wie... Oder in die Richtung gehend wie Hildegard. Das finde ich ganz gut. Ingeborg. Heidemarie. Sieglinde. Gertrud. Brunhilde. Waltraud. Ist ja wunderschön. Oh Gott. Hannelore. Heidi. Elvira. Dörte. Frauke. Günther. Gisela. Helga Maria. Walpurga. Sieglinde. Gertrudito. Ey, 6 Monate. Dankeschön. Wie mega cool. Das ist einfach die Zahlen zu lesen, das schon so lange abgefahren. Okay, Dörte hat für mich gewonnen. Annegret. Joghurt? Moment, was? Damit man sagen kann, schubst mich nicht? Oder was? Agatha. Hans-Peter. Dorothea. Henrietta. Vielleicht sollten wir was mit Zeit wäre cool. Was mit Zeit? Ach so, weil wir ja Zeitreisen sind. Gibt's irgendeine Zeitreise? Ursula ist auch ziemlich cool. Ursula ist aber schon cool. Der Name. Dörte Henrietta. Donatella. Bärbel. Ich bin immer so... Ich weiß gar nicht warum, ne? Aber ich stelle mich immer... Keine Zeit. Dann aber Ursula. Das stimmt, Zornkind. Das finde ich ganz gut, Ursula. Ich bin dafür. Weil Ursula ist ein cooler Name, aber Ursula... I see that. Ursolala. Ja, ich bin... Oh, der hat es gar nicht geschrieben, der Arschi. Warum nicht? Hä?
Ich habe hier schon eingegeben. Meine Güte. So, dann haben wir jetzt einen Namen. Dankeschön. Danke, Schädel. Well, it's nice to meet you. Ja. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Ich war auf der Suche nach antiken Ruinen. Ich war auf einer Geheimmission. Ich war auf der Flucht vor dem Gesetz. Kürzlich aufgeregtes Kopftrauma. Sodass du 50%... Oh. Ein jahrelanges Studium der Geschichte gibt Einblicke in die Welt der Antike. Du hast eine vom Militär ausgegebene Schusswaffe, aber nur 10 Kugeln. Du musst sie mit Bedacht einsetzen, denn es gibt keine Möglichkeit... Lame. Deine Zeit auf der Flucht vor den Behörden hat dich zu einem guten Läufer gemacht. Du bist 25% schneller im Sprinten, sodass du 50% schwerer auszuschalten bist. Also, das erste und das letzte interessiert mich ja am meisten. Ursula Croft auf der Suche nach antiken Ruinen. Dieser Zoom auf den NPC beim Dialog gibt mir ultra Oblivion-Vibes. Habe ich nur ganz kurz gezockt, tatsächlich. Aber ich glaube, ist das nicht hier Skyrim? Was gerne ins Feedback damit? Oh, was war? Kann man die Kanalpunkte die Nerinos nennen? Das wäre ziemlich cool, tatsächlich. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, aber kannst du das mir in den Discord schreiben? Dann vergesse ich das nicht. Dann kann ich das auf die Liste packen und mich drum kümmern. Das wäre super nett. Thanks you a lot. War eine Skyrim-Mod. Okay, dankeschön. Ich habe meinen Satz auch nicht zu Ende geschrieben, weil manchmal bin ich ein bisschen langsam und kann nicht lesen und reden. So, also, wollen wir kurz einen Abstimmigen machen zwischen 1 und 4? Wäre das cool? Können wir das tun? Wäre das okay? Warte, ich muss suchen, wie man die nochmal macht. Abstimmung, da. Ah! Antike oder, was war das andere? Oder weniger sterben, was war das? So, ich mache jetzt 1. Hallo, ich habe eine 1 gedrückt, du Archi. 1 und 4. Und jetzt, Umfrage beginnen. Jetzt könnt ihr Umfragen abstimmen, meine ich. Oh, jetzt könnt ihr Umfragen. Ihr könnt jetzt auch selber Umfragen machen. Cool, oder? Bam, 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 bam. Dein kürzlich aufgetretenes Kopftrauma hat deine Schmerztoleranz erhöht. Das würde ich gerne mal wirklich, also, Entschuldigung. Ah, die Cam spiegeln und nach links hin. Okay, werde ich gleich auch noch machen. Sobald die Abstimmung hier durch ist, könntest du deinen Stuhl ein bisschen nach unten drehen oder den Monitor höher stellen. Wir sehen den Text nicht. Yes, 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 yes. Sie. Aber dann kann ich das hier mal kurz machen und spiegel den. Ich bin gleich da. Ich versuch's hier nur. So. Gespiegelt. I did it. Ist okay so? Jetzt sollte es ein bisschen besser sein, ne? Nein, ich habe Abstimmung löschen gemacht. Es war aber 1, ne? Es war 1, oder? Oh mein Gott, I hate myself so much. Oh my God.
Warum? Eins hatte gewonnen. Okay, gut. Dann habe ich das richtig gesehen. Mann. Das ist so ganz... Ey, ist heute eigentlich Sonntag? Nein, ist es nicht. Aber ich benehme mich trotzdem so. Komplett daneben. Es tut mir sehr leid, Leute. Ist auch für mich die 6. Stunde heute. Ich war schon ewig lange mit Ihnen aus. Und bin jetzt vielleicht ein bisschen daneben. Aber gut. Die Textboxen können lang werden, daher war die Höhe okay. Okay. Gut. Dann packe ich es da wieder so hin. Ne, das sollte ja klar gehen. Und dann... So. Ich denke, das ist okay, oder? So sollte das ja... So. So, dann sind wir auch bei 1. Wählen wir 1 aus und dann... Oh mein Gott. So, 1. Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. Ja. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him? If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Okay, also ich bin jemand komplett Fremdes. Ich bin gerade angespült worden. Du hängst hier die ganze Zeit schon ab und traust dich nicht, einmal kurz zu gucken, nur weil der Dude gesagt hat, du sollst da warten für immer. Was ist, wenn du verhungerst? Was ist das? Na egal. Ja, ich habe ein paar Fragen. Of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? Al Bundy? Ja. So, was ist deine Geschichte? Wer ist Al, Alter? Wer He's ist the Al? guy who washed up on the riverbank not long before you did. Aha. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Glaubst du, hier war irgendwie ein Treffen und wir alle sind zusammen einfach random aus einer Gruppe angespült worden, genau an diese Stelle? Was ist das denn für ein... You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Okay. Was kannst du über die Ruinen erzählen? Hast du versucht, um Hilfe zu rufen? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Okay. Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Warum? Hä? Ich würde ihn wirklich gerne wissen, besonders wenn ich dir helfen soll. All right, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Oh shit. Wo ist dein Herr Haarcut, ey? Wo ist der? All diese Karen-Memes haben den Namen wirklich ruiniert. Hm? Yeah, something like that. But right now, I have bigger problems, like finding Al. Aha. Ach schade, ich kann sie nicht nochmal fragen, warum. Na gut. Was kannst du mir über die Ruinen erzählen? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al. Ja, okay. Great. So you're ready to go look for Al? Yep. Ich gehe wegen der kostbaren Artefakte hinein, aber ich halte Ausschau nach ihm. Ja. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and
He left this here. But I think you'll need it more than I will. Was denn? Eine Taschenlampe. Okay. Dankeschön. Oh. Ich war hier vor kurzem noch am Schlafen. Riecht nach Lagerfeuer und Schweiß. Okay. Ein altes Ruderboot aus Holz. Karen hat es sicher benutzt, um mich aus dem Fluss zu retten. Und hier einfach so eingespült worden, oder was? The ruins are just beyond those columns. Please, hurry. Ich merke nur gerade, ich muss leider an den Einstellungen irgendwas ändern, weil das so ein bisschen hinterher zieht. Es tut mir leid. Vielleicht reicht das schon. Boop. Boop. Im Hintergrund hat sich Dean erstmal geschüttelt. So. Karen und Ursula treffen sich am Strand. Betritt die Ruinen. Habe ich abgehakt. So, jetzt können wir ja wieder rausgehen. Na gut, dann nicht. Al, wo bist du? Al. Allie, Al. Ist hier so ein bisschen Nebel über dem... War hier gerade neblig? Nee. Alpha. 2 Monate. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Oder jetzt mit wieder dabei bist. L. Ich stelle mir gerade vor, wie ich eins dieser Nagetierchen bin, die so schreien. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged." Oh, ich wusste nicht, dass ich nicht... Sag doch, dass ich nicht hätte laufen dürfen. Jetzt bin ich einfach reingeplatscht. The virtuous okay, du redest shall be weiter. rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain. For this shall be their final resting place. Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. Ich wurde gefragt, wer ich bin. Alle in Gold. Okay. Also, was haben die alle gemacht? Sünden begangen, ja? Deswegen sind sie in Gold gedingst. Ein römischer Gladiator an Laufhaltung. Was könnte ein Gladiator in die Flucht geschlagen haben? Doch nicht Al Bundy. Nee, offensichtlich nicht. Erinnert mich etwas an Bioshock. Wegen dem... Durch so ein... An Infinite, dass man so hoch oder runter geschossen wird. Je nachdem, welches Bioshock du meinst. Oh, es lädt. Oh Gott. Alles. Hier ist ja super viel los. Was ist denn da los? Eine junge Römerin sieht aus, als hätte sie um ihr Leben gebettelt. What happened? What is happening? Warum stehen die hier auch alle so dekorativ? Also wenn ich von einem Fluch besessen werde und in Gold verwandelt werde, stelle ich mich bestimmt nicht dekorativ auf irgendeinen kleinen Balkon. Was geht ab?
Ein römischer Militärkommandant, der versucht, sich von etwas loszureißen. But what? What is it? What is happening? Was machst du? Ein römischer Legionär in Todesangst. Okay. Also ich bin jetzt irgendwo super tief runtergefallen. Hodze! Hallo, guten Abend. Also, ich hatte das Gefühl, dass ich gar nicht so tief runtergefallen bin, aber offensichtlich, bin ich das schon. What is happening? What is going on? Ich weiß es nicht. Eine Römerin, die um Hilfe zu beten scheint, die nie kam. Ja. Obviously. Oh. Ups, ich wollte dich nicht umschmeißen. Sorry. Ah, ist das die Art und Weise, wie ich Treppen hochgehe? Okay. Oh, shit. Eine goldene Statue eines alten Mannes, der moderne Kleidung trägt. Das muss Al sein. Aber wie ist das möglich? Al! Oh, no. Ich kannte ihn nie, aber... Oh, was ist das? Ja, nimm. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Ich glaube, er war ein sympathischer Dude. Der hat eine super sympathische Stimme. Okay, also man kann jetzt hier durch Portale gehen und dann immer wieder von vorne anfangen. Habe ich ihn richtig verstanden? Täglich grüßt das Murmeltier-Style. Vor allen Dingen, wie lange hat er das gemacht? Ich meine, sie steht ja dann noch draußen und ihr geht es topfit. So, super gut und sie ist topfit. Also so lange kann er es ja nicht gemacht haben. Es ist so nah. Was ist das hier? Das ist auch eine Kerze. Ein Römer, der auf Knien liegt, als würde er seine Götter um Gnade anflehen. So close now. Okay, ich komme. Hier sind Skelettis. Oh no. Die Überreste eines Menschen, wer auch immer das war, ist vor sehr langer Zeit gestorben. Okay, let's go. Oh shit. Oh. Oh. Aber da steht auch noch wieder was aus Gold. Bin ich jetzt in der Vergangenheit? Oh shit. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Also ich bin durch ein Portal aus der Zukunft. Oh, ich bin Ursula und ich komme aus der Zukunft. Augenblick, ihr sprecht Englisch? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Okay. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime?
You're not from around here, are you? Mhm. And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you and what were you doing in that shrine? Okay, ich komme aus der Zukunft. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? Ja. It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Oh Gott. Das hilft mir nicht. Oh gut, ich habe einen archäologischen Einblick, sehr gut. CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in Entschuldigung. more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Euren Gesetzen? Not laws, law. There's just one, Hmm. the Golden Rule, and the punishment for breaking it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Muss ich ja offensichtlich, sonst... Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your pretty new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Ooh. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Worum I geht's? expect the magistrate wants to brief you about the Golden Rule. Okay, It shouldn't take too long. okay. He's busy preparing for the election later today. Follow me. Yep, let's go. The only thing you really need to understand right now is the Golden Rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Okay, die hat sich's gemütlich gemacht. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation.
that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Ich will aber erst mit ihr reden. Whatever are you wearing? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe offensichtlich keine Füße. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Hallo, wie redet sie mit mir eigentlich? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Ich bin nicht von hier? Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, why are we having this conversation? Ich gehe jetzt I erstmal. trust you can see yourself out. Ja. Leckt es? War gerade ein bisschen laggy. Merp. Ansonsten muss ich die Einstellung noch tiefer machen, also noch weniger episch. Weil hier ist eigentlich nix, so gesehen. Also es läuft jetzt, man läuft halt auch super weird die Treppen hoch und so, ne? Also so ganz so smooth ist es hier alles nicht. Hallo? We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Natürlich. Ich bin Ursula. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Ja, sie ist wunderschön. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Das kann ich nicht behaupten, nein. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Also wir sind jetzt hier, um alle zu retten, natürlich. Warum könnt ihr der Sache nicht selbst nachgehen? Gibt es irgendwelche Verdächtigen? Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit zurück
Was zählt hier als Sünde? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, was legal ist und nicht immer moralisch, und eure Regeln und Bräuche werden da, wo ich herkomme, als barbarisch angesehen. Naja, gut. I'm glad you agree. Ja. The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. Aber was mit You don't R? belong in our time, do you? Ihr habt recht, ich komme von 2000 Jahren in der Zukunft. 2000 years? That is unfathomable. Tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Naja, Of also, this city? ihr wärt alle in Goldstatuen verwandelt worden. Ich habe nichts gesehen. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Warum könnt ihr der Sache eigentlich nicht selbst nachgehen? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. I see. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Na gut. Kriege ich vielleicht auch andere Klamotten, damit nicht jeder super judgy ist, vielleicht? Wie funktioniert denn das All I Ritual? can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. No. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. Ach so. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Dude, ich bin einfach nur durch ein Portal gesprungen und bin jetzt hier. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe menschliche Überreste im Teppich. Doch, stimmt. Ja, da war ein Skelett. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it?
won't you? Ich werde mein Bestes geben. Well, I suppose that's all I can ask for. Wir kennen uns übrigens auch überhaupt nicht. Gibt es irgendwelche Verdächtigen? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Okay. Woher weiß ich, dass ihr nicht die verantwortliche Person seid? Kommt schon, sagt mir, was ihr wirklich denkt. Ja, wow. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. Dun, dun, dun. Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit zurückzukehren? If I understand Prosperpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. Okay. If you manage to prevent the sin that breaks the Golden Rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Ja, ich habe zurück in die Zukunft geguckt. Dankeschön. Ich denke schon. Okay, dann war das alles. Tipp, diese Fragen werden später verfügbar sein. Ah, good. So, are you Ricky Cream Fresh, Then I ey, 7 count on you to Monate. figure out who's about to break the golden Crazy. rule. Also seid ihr dabei? Kann ich darauf zählen, dass ihr herausfindet, wer die goldene Regel brechen will? Ja, na, ich muss ja. Aber klar, bin dabei. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Alright. Na gut, dann fange ich mal an. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Ich werde mich umgehend drum kümmern. Ja. So, da hinten also. Um die Zielmarkierung für eine bestimmte Quest zu sehen, klicke auf das Augensymbol neben der Quest. Goldene Regel, Ursprungsort. Ich bin tausende von Jahren in die Vergangenheit gereist. Ich muss einen Weg zurück in meine ursprüngliche Zeit finden. Irgendwie. Finde heraus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. Die goldene Regel. Die Stadt lebt in Angst vor einem mysteriösen Gesetz, das die goldene Regel genannt wird. Herausfinden, wer am ehesten die goldene Regel bricht und Centius informieren. Okay. Letzter Atemzug. Etwas stimmt im Apollo-Schrein. Ich finde heraus. Okay, dann gehen wir da mal hin. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit ihr? Whatever are you wearing? Ja, das sagst du die ganze Zeit. Warum bist du so oberflächlich und nervig? Oh, look, you're back. How lucky for me. Ja. What is it now? Ich bin einfach hier, um dich noch zu nerven. Was haltet ihr von der goldenen Regel? You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Was? Aber was für ein schrecklicher, inkompetenter Gott würde während seiner oder ihrer Wache zulassen, dass meine Schwester verschwindet? Vielleicht wäre es das Beste, wenn ihr die Götter nicht beleidigt, nur für den Fall. Aber gute Frage. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. Excuse me. Nun, jetzt wissen wir zumindest, dass Blasphemie die goldene Regel nicht bricht. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying,
It really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. Ich schätze, wir werden es früher oder später herausfinden. I suppose we will. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Soll die aber dabei gemütlich rumliegen. Ich finde die sympathisch. Ja, sie hat einfach die Schnauze voll. Ich verstehe schon, auch ein bisschen. Aber trotzdem kann ich nichts dafür. Ich bin gerade neu hier. Du kannst nicht zu dem neuen Kid in der Schule so super unhöflich sein. Ich weiß doch auch nicht. Mann. Mir würde kurz oder lang der Arm taub werden, wenn ich so liegen würde. Korrekt. So, kann ich jetzt helfen hier, oder was? Can you? I don't Can know. you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Keine Ahnung, vielleicht auch aufgelöst. Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? Euer Vater hat nichts davon erwähnt, als ich mit ihm gesprochen habe. Wisst ihr warum? That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. Okay. Sentius, Sentia, Scintilla. Warum ähneln sich eure Namen so sehr? You really aren't from here, are you? Da. All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla. Danke. Danke für die Erklärung. Ihr seht erstaunlich entspannt aus, wenn man bedenkt, dass eure Schwester verschwunden ist. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Nur eine Beobachtung. Oh, ich glaube, ihr wisst etwas, was ihr mir nicht sagt. Aber wir haben auch noch keine Beweise. Ich kann noch nicht mal, wenn jetzt irgendwie eine Nachfrage kommt, dann wäre es aber so ein bisschen pluff. If you must know, I'm here because my father has forbidden me from leaving the villa. I couldn't bear to lose you too, he says, as if he loves me, and not because he needs at least one daughter he can trade off. Oh man, ey. Das klingt alles sehr traurig. Aber wann hast du deine Schwester zuletzt gesehen? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Sie ging mit jemandem aus? I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Warum? Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Was geht mit deinem Gesicht eigentlich gerade? Was soll das sein für eine Emotion? Ich versuch's nachzumachen. Ist es möglich, dass ihr Liebhaber daran beteiligt war? I don't know. But it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Ist das so? Wieso bist du dir so sicher? Und was ist das für ein Gesicht? Hör auf, dieses Gesicht zu machen. Das war alles. So you'll Lass help mich. me find her? Ja, ich mache es doch. Oh, thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door. Maybe you'll find something the rest of us missed. Okay. Ich werde mich umgehend darum kümmern. Thank you. Kein Ding, kein Ding. Oh, jetzt steht sie auf. Und jetzt? Okay, nix weiter. Erstes Zimmer rechts neben der Tür. Das hier. Untersuchen. Ein Tintenfass aus Keramik. Die Tinte scheint aus Ruß und Wasser hergestellt zu sein. Okay.
Na gut. Oh, achso. Ich dachte, das geht das daneben. Okay, was ist hier? Hier ist ein Zettel. Scintilla schreibt, dass sie sich zur Flucht entschlossen hat. Scintilla, für Centius und Cynthia möge Clementina euch die Kraft schenken, mir zu vergeben. Es tut mir leid, dass ich euch so verlassen muss, aber ich habe einen Ausweg gefunden und muss ihn nutzen. Ich hoffe, wir treffen uns eines Tages wieder. Ich kann es nicht... Achso, nee, kann ich nicht... Ich kann nicht umblättern. Okay. Den Brief hat sie nicht gefunden, oder was? Der hat das Zimmer durchsucht und den Brief unterm Kopfkissen lag nicht in ihren Fähigkeiten, das zu finden. Come on. Ups. Das Messing wurde zu einem rudimentären Spiegel poliert, der beim Auftragen von Make-up eingesetzt wurde. Okay. Oh. Ein kleiner Flakon, der ein rudimentäres Parfum aus Blumen und Öl enthält. Die Gay-Player! Hallo! Oh, scheiße, ich wollte es noch komplett angucken. Kann man das irgendwie öffnen? Nee, sieht sehr, sehr verschweißt aus. Okay. Untersuchen. Ich kann doch jetzt hier nicht stehlen. Nachher werde ich... Kann ich stehlen? Werde ich dann zu Gold? Lesen. Liebes Tagebuch. Heute schlug mein Vater vor, ich solle Tagebuch schreiben, um mich abzulenken, während wir alle mit dem plötzlichen und schrecklichen Verschwinden meiner Schwester zu kämpfen haben. Als pflichtbewusste Tochter werde ich dem natürlich nachkommen. Die folgenden Seiten enthalten meine intimsten Geheimnisse. Ich weiß, dass ihr dies lest, Vater. Ich bin vielleicht jung, aber haltet mich nicht für dumm. Wir haben alle das Recht auf unsere Geheimnisse. Cynthia. Was ist denn Lesemodus? Achso, das ist der Lesemodus. Okay. Messingspiegel. Was ist das hier? Kosmetiktopf. Ein Messinggefäß, das eine Art Puder fürs Make-up enthält. Eine Skulptur von Ares, dem griechischen Gott des Krieges, unter den Römern als Mars bekannt. Ich glaube, ich finde jetzt hier noch nicht groß was, ne? Ich drehe hier alles, weil ich denke, es könnte irgendwas... Soll ich jetzt nochmal zu Cynthia gehen oder what? Hallo? Reden. What have you discovered? Ich fand einen Brief in ihrem Zimmer, in dem sie den Fluchtplan erwähnt. Ich hatte mir erhofft, etwas anderes mit euch zu besprechen. Was? What? Really? I swear, I searched her room top to bottom and never saw that. Du bist super schlecht im Suchen. I wonder how I could have missed it. Du bist super schlecht im Suchen. Strange, but well done, I suppose. Du bist super schlecht im But Suchen. it's odd. It was only a few months ago that Scintilla's friend Yulia let slip she was planning an escape of her own. And yet, Yulia's still here. You should go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next door. Okay. Julia wollte also mit weg. Und sie ist noch hier. Vielleicht war nur Platz für eine Reise. Es ist zweifellos unangenehm, mit so einer schlechten Belüftung zu kochen, aber die Römer halten das wahrscheinlich für ein Problem ihrer Diener. Okay. Schreibt man in sein Tagebuch, Achtung, ab hier wird es persönlich für sich selber? It was just a prank. Just a prank, just a prank. So, oh nee, jetzt ist der hier, Magistrat Centius. Achso, der steht hier noch rum. Ave. Was macht der da? Liegestütze? Was geht denn mit dir? Hallo? Fremdling. What were you two talking about? Wer genau? Was? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. If he's making a last-ditch effort to pick up votes by talking to a woman, he's even more senile than I thought. Everyone knows women can't vote. Bla 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 bla. Du trägst bestimmt auch nicht ohne Grund einen Helm, du Idiot. Votex! 7 Monate. Dankeschön dafür.
Schönen guten Abend, ihr Pupsnasen. Wie geht es der kleinen Fellnase? Allen geht es wieder supi. Supi-dupi. Ah, Retarius. Sehr schön. Ah, ein Schwurbelius. Love it. Großartig. Ja, als Frau da zu landen, ist natürlich nochmal eine Ecke schlechter. Sisi. Danke für die herzliche Begrüßung. Ich werde jetzt gehen. Fuck you, ey. Sentius und Melelus. Killers. 2 Monate. Dankeschön. Hallo. Der gleiche Mist, der lediglich anders riecht. Was heißt das? Crazy. Der gleiche Mist, der lediglich anders riecht. Ist das die Villa nebenan? Jetzt macht er hier einfach weiter Liegestützen. Ist das ein scheiß Ernst? Oh mein Gott. Hasse ihn jetzt schon. Tür ist verschlossen. Scheiße. Villa nebenan. Julia, wo bist du? Julia. Julia. Die Villa nebenan. Das ist doch eine Villa, oder? Oder was hat sie gesagt? Einfach nur nebenan? Julia, bist du hier? Entschuldigung, ich suche Julia. Bist du hier? Haben die jetzt... Meine Überlegung ist gerade, okay, es sind jetzt ganz viele Leute... I don't know. Ja, es sind ganz viele Leute jetzt wegen vergoldet worden, weil sie Sünde begangen haben. Und haben die dann gesagt, so, ey, die Leute stehen halt super random im Weg rum. Dann lasst sie uns als Deko nutzen. Ist das der Style, den die hier fahren? Ist das so? Fremdling. Bist du Julia? A new face. Harvey, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. Du bist nicht Julia, schade. The pleasure of this visit. Was ist eure Geschichte? Ich suche Julia übrigens. Oh, was? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, what is your story? Ja, sorry, aber ein bisschen... Holy shit! Outcast! Frohes neues Jahr. Leckerlis für Dean. Dankeschön. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ich habe vergessen, dass der Sound Dankeschön, Outcast. Es tut mir leid. Was hätte ich tun sollen? Was Proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Was ist denn eine Westerpriesterin? Gib doch mal ein bisschen an. Nein. You are from far away, aren't Ja. you? Well, I am one of the priestesses, charged with keeping the sacred flame in Rome's shrine of Vesta burning. I take it you know who Vesta is? Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen? Vesta is the mother goddess of hearth and home, and the guardian of the Roman people. Okay, und You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? ich bin durch ein Portal. Eine junge Frau namens Karen hat mich bewusstlos aus einem Fluss gezogen und mich dann hierher geschickt. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you. Es ist ein älterer Name, aber dort, wo ich herkomme, nicht ungewöhnlich. Da, wo ich herkomme, hat er eine negative Konnotation. Ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. You do? Mhm. Well then, have you spoken with any of the others about how they arrived here too?
I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Mhm. Ihr seid etwas zurückhaltend. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Was ist mit Livia passiert? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Okay. Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth and come back to me if you discover any patterns. Wie alle Sachen von mir wollen, ey. Ich werde sehen, was ich tun kann. Dadurch wird die Quest... Nee, mache ich erstmal hier. Was haltet ihr von der goldenen Regel eigentlich? I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Bitte nicht. Gibt es keine Kurzfassung? I suppose so. Jupiter and Mercury put a town to the test by disguising themselves as vagrants and asking for shelter there. Everyone turned them away and failed that test, except for an old couple named Baucis and Philemon, and so the gods gave them time to escape and granted them a wish, and then wiped that town off the map. Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. Oder vielleicht liegt es daran, dass die Götter euch jeden Moment töten können, weil ihr ihren Test nicht bestanden habt und sie müssen euch nicht einmal sagen, wie die Regeln lauten. A cynic philosopher might take that view, but it's not entirely invalid, I suppose. Okay. Wie läuft denn die Wahl? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Kann ich andere Kandidaten vorschlagen? Können wir nun mit der Wahl beginnen? Lass uns über was anderes reden. Was ist eure Aufgabe? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Mhm. Und kann ich auch andere Kandidaten vorschlagen? You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. Mhm. Und wer darf wählen? All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Die Frauen dürfen nicht wählen? That's just the way it's always been, I'm afraid. It never sat right with me either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, given my role overseeing the election, I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent, but if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Wie zum Beispiel? By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Okay, dann lass uns über was anderes reden.
Ich habe Leute gefragt, wie sie hergekommen sind. Okay, ich werde jetzt erstmal gehen. Weil eigentlich suche ich Julia. Das ist meine eigentliche Aufgabe. Ich dachte, ich wäre in der richtigen Hütte, aber offensichtlich... Ja, ich kann dich hören. Nachricht lesen. Ein anonymer Freund von Octavia, möge der Herr euch segnen und bewahren. Es tut mir leid, dass ich es nicht riskieren konnte, dies mit euch persönlich zu besprechen, aber wenn ich recht habe, dann seid ihr ein Gläubiger wie ich. Vielleicht könnt ihr hier nicht offen beten, aber ihr solltet wissen, dass ihr nicht allein seid. Wenn ihr jemals das Gefühl habt, dass ihr einen Ort zum Beten braucht, gibt es einen besonderen Ort, der tief in den Höhlen hinter dem Theater auf euch wartet. Biegt an der ersten Abzweigung nach rechts ab und an der zweiten wieder. Okay. Wegbeschreibung: zu einem geheimen Schrein betreten die Höhlen hinter dem Theater, dann biegt an der ersten und zweiten Gabelung rechts ab. Okay. Wird es mir irgendwo noch zwischengespeichert notiert? Ich hoffe, wir können uns das merken. Ich bin nämlich super vergesslich. Oh, oh, Münzbeutel. Brauche ich überhaupt Geld? Ich meine... Was mache ich hier? Hallo? Wow, okay, wow. Okay, wo ist Julia zur Hölle? Julia, wo bist du? Macht er eigentlich immer noch Liegestütze? Jo. Matze. Hallo. Julia. Julia. Ist das... Moment. Bin ich in demselben... Hä? Hä? Ave, ja. Julia, wo bist du? Ich weiß nicht, wo Julia ist, ey. Das hat sie nicht gesagt in der Hütte neben der Villa. Nee, in dem Haus neben der Villa. Aber hier ist nur Idioten-Hans. Ja, halt dein Maul, ey. Ganz im Ernst. Hä? Also hat sie doch gesagt, oder nicht? Bin ich jetzt total doof. Wo ist Julia? Julia ist im Chat auch. Das finde ich sehr gut. Hallo Julia, ich trage deine Mütze, siehst du das? Sie ist super. Julia war nämlich hier in Hamburg und hat mir eine Mütze von sich geschenkt. Das ist super cool. Ich frage sie nochmal, wo Julia ist zur Hölle. Sag mir nochmal kurz. Kannst du mir kurz helfen? What have you discovered? Gar nichts. Ich hatte erhofft... nee, okay. Hier. Yes, please do. Nee, ich wollte nochmal drüber reden. Warte kurz. Oh Mann, dreh dich wieder zurück, please. Hallo. What have you discovered? What? Really? Ja. I swear, Kann ich das nicht hin... But it's odd. It was only if you should go and speak with her. Ja. Find out if she knows anything. Sie wohnt in der Villa nebenan. Wohnt in der Villa nebenan. So, Julia wohnt in der Villa nebenan. Sei mal kurz ruhig. So, das hier ist das, ne? So, eine Villa nebenan, würde ich jetzt doch das sagen. Ist das nicht eine Villa nebenan, neben dem? Aber da ist ja nur Dings. Halt deinen Mund. Oder sehe ich das falsch? Ach, die Tür ist verschlossen. Julia, mach die Tür auf. Ich muss mit dir reden. Na gut. Ja. Dann, gehe ich jetzt einfach mal hier weiter, oder wie? Okay. Ich brauche Hilfe. Oh je. Ansonsten muss ich erstmal vielleicht was anderes weitermachen, wenn das abgeschlossen ist. Oder ich muss einen Schlüssel finden oder sowas.
Oh shit, was hier passiert? Suchen Bogen. Ich schließe mich ein. Versucht nicht mehr zu folgen. Daraus kann nichts Gutes entstehen. Okay. Okay, was passiert hier? Ein Pfeil. Was passiert denn da drin? Hört ihr das? Geben die sich Backpfeifen? Ah, vielleicht hat auch der Liegenstützen-Idiot was mit Julia. Vielleicht hat der sie eingesperrt, stimmt. Spanking. Ey, wenn der Liegenstütze-Trottel irgendwas mit Julia gemacht hat, dann hau ich ihm den gewonnenen Pfeil in sein Gesicht. Komm mal nochmal her, du Idiot. Halt deinen Mund und rede mit mir vernünftig. Ach. Wem werdet ihr eure Stimme... Ah, guck mal, ich muss mit Julia sprechen. Wo ist sie? Shrine of Apollo. She was acting sick. Faking it, if you ask me. Typical. Typical. Woher willst du das wissen, ey? Was ist denn deine Geschichte überhaupt? Oh. Domitus bist du, ey. Warum seid ihr wie ein Gladiator gekleidet? Why? Because I am a gladiator. That's why. Okay, aber ihr seid nicht mal ansatzweise in der Nähe einer Arena. Entschuldigung? Hat er mich gerade Kant genannt? Too bad. He's busy. Unless... No. You don't look like you could afford it. Was? I'm glad you asked. See... He's a busy man, and this is an important day. He'll be inside practicing his victory speech for tonight. Left me strict instructions he doesn't want to be disturbed. So if you want to see him, I'll need something valuable in return. Wie wär's, wenn ich im Gegensatz dazu nicht den Pfeil in dein Auge steche? Was würdest du dazu sagen? Ist es nicht eine Sünde, Bestechungsgelder zu verlangen? Bribe? That's such an ugly word. What I'm looking for is more of a tribute to me, your soon-to-be patron. Aber ich kann dich nicht leiden. Dunno. Something good. Oh Gott, ich hasse ihn. Just make it good. Wegen Tributs, den ihr wollt. Okay. Wisst ihr, wie man hier raushält? Was haltet ihr von der goldenen Regel? I think it's gone on long enough. And Malleolus is going to put an end to it once he's elected. Okay. Klingt toll. Kann ich irgendwie helfen? Wie will er das machen? He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Warum könnt ihr es mir nicht jetzt sagen? Because if I tell you and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. Klingt toll. Kann ich irgendwie helfen? We've already lined up the votes he needs to win. Just stay out of our way. We won't have a problem. Okay, gut. Ich dachte, er wäre vielleicht so blöd. Whatever. Just remember, I'll be watching. Ja. So, wo muss ich denn dann jetzt hin, wenn sie krank ist? Wo ist denn das? Wurde es mir nicht angezeigt? Warte mal. Befrage Julia nach... Cynthia sagte, dass Julia eine Weile herausfinden... Ja, ich würde ganz gerne... Nee. Ich würde hier ganz gerne... Na gut. Ich guck mal, vielleicht ist das ja hier irgendwo. Dieses Flüstern ist ein bisschen spooky. Warum flüstert das hier irgendwie? Warum grummelst du mich an? Was ist denn dein Problem? Name's Rufius.
Better watch your step. Okay. I'll tell you this much. I hate the fact that my survival depends on the common sense of other people. Ich kenne das Gefühl. Ich habe eine Pandemie durchlebt. Then you know what I'm talking about. I mean, all these people just bumble along like nothing's wrong. While we're one bad decision away from being wiped out. Like the last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming. Whatever that is. And when it hits, it's everyone for themselves. You've been warned. Was glaubt ihr denn, was kommt? I don't know. But did you ever get the feeling some of these statues are watching us when we're not looking? Like they're waiting for something. I don't like it. Okay, vielleicht habt ihr recht. I don't know. Ja, natürlich. Wie kann ich? Das ist eure Geschichte. Got to stay sharp, but ja. Family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions, the 6th, the one they call Ironclads. Wie seid ihr hier gelandet? Same way as everyone else. Okay. Warum tragt ihr eure Legionärsrüstung noch? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Ja, aber warum hast du dann keine Waffe? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Okay, was beschäftigt euch denn? None of your business. Mann! Was? Warum verstehe ich das nicht, was du mir sagst? Lass uns über was anderes reden. If we have to. Okay, wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ne, wahrscheinlich nicht, sonst wärst du wahrscheinlich schon raus. Nee, ich habe mir auch die Frage gerade selbst beantwortet. Entschuldigung. Meliodas. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? I see, I see. Kann ich euch irgendwie umstimmen? Ich habe ja noch nichts. Fine. Ich habe ja noch nichts gefunden. Ja. Ich werde jetzt erstmal weiter gucken. Kann ich sonst... Wieso wird mir nicht angezeigt, wo ich hin muss? Ich weiß doch nicht, wo sie hin ist, wenn sie krank ist. Was ist hier los? Was ist das? Wer ist das? Hallo? Willst du nicht helfen? Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient. Nein! And a dear friend. Julia ist tot! Julia. She was a good woman. No! Oh no. Ich hatte auf ein Gespräch gehofft. Soll ich später wiederkommen? She was poisoned. No! She came in here frothing at the mouth. Normally, I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule. Or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Oh Mann.
Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the Golden Rule will stop me from marching up to that genetic tutor and scratching his eyes out. Okay, sage Sensius, dass... Ja, okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich höre ständig die Statuen flüstern. Ist das normal? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. Cool, danke. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. Und? But that was Nevia, and she went a little mad. Wo ist sie denn? Dann vergesst, was ich gesagt habe. Okay, Anything gut. about what? Genau, siehst du? Können wir über Julia sprechen? Sure. What do you want to know? Und zwar, ich habe gehört, dass sie etwas über eine Flucht gesagt hat. Glaubt ihr, sie wurde vergiftet oder was war es selbst verschuldet? War das die am Anfang? Ja, ich glaube auch, das war die Lady mit den grauen Haaren am Feuer. Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the Golden Rule. Eben. And so maybe it's best we don't discuss it. Wisst ihr, was für ein Gift sie genommen hat? Hemlock, I believe. Okay. Gibt es einen Grund, warum sie vielleicht sterben I wollte? haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas' villa. And they are quite secretive. Okay, habt ihr gehört, dass sie etwas über eine Flucht gesagt hat? How did you know that? Yes, she did mutter something about the only way out. A few times, but nothing more than that, I'm afraid. Okay. Gladly. I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. Okay. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Okay, warum arbeitet ihr hier? Erzähl mir mehr. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician. But she was the closest thing we had down here. And she was good, too. Until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed, and he's in constant pain. I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. Das I Dummi just draus? know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. War ist sie vielleicht die sich da eingeschlossen hat, wo wir Pfeil und Bogen gefunden haben? Ich werde sehen, was ich tun kann. I suppose. Finde Behandlung für Rheuma. Okay. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Achso, ich wollte dich noch fragen wegen einem Pattern und so, Feeling ne? alright? Wisst ihr, wie man hier I rauskommt? wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine.
Okay. Und was haltet ihr von der goldenen Regel? A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Okay. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Und gerade hast du gesagt, ich soll nicht krank werden. Mann, ey. Warum ist Julia tot? Und warum liegt sie jetzt hier so? Warum hast du sie noch nicht mal irgendwie... Was passiert da jetzt? What is happening? May Apollo keep you safe. Danke, ja. Eine große Steinstatue von Apollon, dem römischen und griechischen Gott der Krankheit und Heilung unter anderem. Okay. Eine Sammlung barbarisch aussehender medizinischer Utensilien, darunter Zangen und Scheren. Könntest du ihr einfach mal... Was ist das für eine Szene hier? Was ist das? Oh Mann, ey. Aber es wird mir noch angezeigt. Wieso kann ich denn nicht... May Apollo keep you safe. Ich kann ja nichts tun mit Julia. Die ist tot. Warum wird es mir noch angezeigt? Warum kann ich nicht... Hä? Verstehe ich nicht. Habe ich was übersehen? Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal zurück und sage ihr, übrigens, die ist tot. Du hast bestimmt, oder? Bitte. Aber. Wo ist sie hin? No, wo bist du denn jetzt? Jetzt muss ich dich suchen, oder was? Ist ja mega dumm. Wo ist sie? Will sie mich verarschen? Kannst auch nicht einfach weggehen. Bist du in deinem Zimmer vielleicht? Da. Was machst du da? What have you discovered? Julia, Oh, I see. können wir über Scintilla sprechen? Of course. What have you discovered? Mann, warum kann ich ihr nicht sagen, dass sie tot ist? What? Really? You should go. Wieso? Hä? Spiel. Ich habe herausgefunden, dass sie tot ist. Was soll ich da machen? Habe ich doch irgendwas? Irgendwas übersehen? Muss ich da noch irgendwas tun mit ihr? May Apollo keep you safe. Wieso kann... Ich kann... Ich kann halt nichts tun. Feeling all right? Und mit dir kann ich auch nichts machen. Ja, befrage Julia. Ich kann Julia nicht befragen. Ein Weg in den Palast finden, die Vordertür ist verriegelt. Das muss ein anderer Weg. Die verschlossene Finde. Herausfinden. Vielleicht gucken wir einfach mal, wie man da reinkommt. Vielleicht. Jetzt wird mir das hier immer noch angezeigt. Die hat halt keine Gegend. Ich habe das Gefühl, dass sie auch nicht so liegen sollte. Es ist einfach so... Irgendwas ist buggy, habe ich das Gefühl gerade. Irgendwie sollte das nicht so sein.
So, markierte Quest verfolgen. Habe ich das jetzt, ne? Herausfinden, so. Okay. Kann ich über Dinge eigentlich rüberspringen? Ah, yes. Sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich springen kann. Hallo. Okay. Und hier ist jetzt Endstation oder was? Nee. Oh, ich habe das Gefühl, ich bin gleich in der Ecke und komme da nicht mehr raus. Aber hier brennt ein Feuer. Ich glaube nicht, dass ich hier hin muss. Aber es würde Sinn machen, wenn ich hier irgendwo durchschlüpfen könnte. Warum kann ich hier nicht irgendwo... Was war das? Oh Gott. Es passiert einfach alles. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich nicht der Weg. So, gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Ich habe aus Versehen auch random ein Foto gemacht, offensichtlich. Okay, das ist auch nicht der Weg. Oh, was ist hier? Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Warum? Was ist dein Problem? Oh, Mann, ey. Warum? Nobody's told you about Hannibal. Ugh. Why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground. And hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. I saw a creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal. Hätte das nicht die goldene Regel gebrochen? If it was a man, maybe. But I swear on my life this was no man. More like a Strix, or some Versipalus that feeds on human flesh. I didn't stick around to see which. Und was habt ihr getan? Well, any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door to warn the others. Okay. Es war eine tolle Geschichte, aber ich gehe dennoch darunter. Without a weapon? Well, it's your funeral. Okay. Dann muss ich vielleicht auch erstmal den Bogen finden, ne? Wäre vielleicht ganz smart. Ich habe ja nur einen Pfeil. Okay, gucken wir einfach mal. Einen Bogen erhalten. Ein Bogen könnte nützlich werden. Okay, gucken wir mal. Wo kriegen wir wohl den Bogen her? Ich habe auch schon wieder vergessen, wo wir den Pfeil herbekommen haben. Kuro ist da. Hallo Kuro. Und Ave. Sind ja jetzt hier, ne? Rom und so. Die Tränen fließen durch die Stadt. Okay. Ich glaube, oben hinter dir irgendwo der Pfeil. Oben hinter mir. Ich guck mal eben. Ich brauche einen Bogen. Ich brauche einen Bogen. Ich brauche einen Bogen. Du, 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 du. Tür verschlossen. Oh, wer bist du? Greetings and salutations. Hallo. Greetings. I'm Georgius. Hallo. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India. Okay. And never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know.
From which exotic part of the world do you hail? Meine Nation gibt es noch nicht. Ich komme von jenseits der euch bekannten Welt. Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. And now you have me more intrigued than before. But since it appears you do not wish to share, I will wait until we are better friends. Danke, das ist sehr nett von dir. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? Ich suche einen Bogen. I know you do not require clothing, so information perhaps? Wem werdet ihr eure Stimme That, geben? my friend, is quite the dilemma. Ja. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Maleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Lasst uns über was anderes reden. Okay, was ist eure Geschichte? My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. Im Forum, eine Schneiderei. Wie seid ihr hier gelandet? A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. Warum ist die Musik gerade so dramatisch geworden? Ich dachte, jetzt passiert sonst was. Warum erzählt ihr mir nicht, an was ihr euch erinnert? I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares. And drowning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Ihr seid also den Tiber heruntergeschwommen? Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Okay. Und warum hier eine Schneiderei eröffnen? With all the turmoil and terror of the Golden Rule and so few customers, why bother setting shop at all? Ja, mehr oder weniger. I tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Na gut. Lass uns über was anderes reden. Ja, Julia. Ey, also erstmal ist es schön, dass Julia wieder zurück bei sich zu Hause ist und den Koffer ausräumt, aber die Julia im Spiel, die wurde offensichtlich vergiftet. Und ich weiß nicht von wem. Und wir können sie leider nicht weiter befragen. Das ist sehr, sehr traurig, finde ich. In diesem Spiel kommt man schon ordentlich herum, oder? Was haltet ihr von der goldenen Regel? Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. Warum sagt ihr Have you das? not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The grain turned to empty husks and the rivers dried up. Innocent people died by the tens of thousands until at last the other gods were forced to act, lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The Golden Rule has merely brought it into focus. Okay, und was können wir dagegen tun? If we are to survive, I say we must each heed the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, "Avoid doing what you would blame others for doing."
Ja, das ist ja so ein bisschen, was tue. Man soll nicht das jemand anderen zufügen, was man nicht selber zugefügt haben möchte, so ein bisschen, ne? Regrettably, I think you are correct, my friend. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Ich weiß, ich habe gesehen, wie es passiert. Ich habe es ja noch nicht gesehen. It is not all bad, my friend, because it is this fragility which makes life so precious. But on a lighter note, I will say one thing for the Golden Rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing. Do they not? Oh Gott. Okay, Not so loud. What are you playing at? Hä, gar nichts. Ich habe nur gefragt. Have you not been told about the last attempt? Was? Der letzte Versuch? Oh, then I suppose this duty falls to me. It is a long story. Ja, aber ist ja nicht so, dass ich irgendwo hingehen würde. Aha, you are witty. I Hahaha, ja. Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? Yeah. It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. Okay, warum hat das noch niemand gemacht? They have. I am getting to that. Okay, gut. There was an attempt made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city, and that, tragically, is where their tale ends. So it seems that to merely attempt escape is to invite the wrath of whichever god oversees this place, and so I say it is best to not even discuss it aloud. Okay. I hope that our paths cross Ich again hatte soon, my friend. Ich hatte gehofft, dass er ein bisschen was zu dem Dings erzählt. Ach, da machst du deine Klamotten. Now I see, okay. Hatte ein bisschen gehofft, dass er was zu der Schwester oder so, ob er da vielleicht was von gehört hat. Das wäre natürlich ganz cool gewesen. Aber nun gut. Wir suchen ja eigentlich immer noch den Bogen. Greetings and salutations. Wir haben uns doch schon gesehen. Was möchtest du denn? Make sure you stay away from that empty shrine. It's going to collapse at any moment. Excuse me, aber are you German oder was? Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. You arrived on a sad day, friend. What with Julia's death? Ja. I wish we could have met under better circumstances. Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. No, I want to hear you talk German, Alter. Erzähl mir etwas über, erzähl mir Tempelklippe hier. You mean the Great Temple? Ja. This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it.
And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Mhm. Dieser deutsche Akzent, ich komme nicht drüber hinweg, das klingt einfach großartig. Es ist so richtig, eigentlich müsste er auch noch so richtig schlechtes Englisch reden, damit man sie besser, aber er redet auch noch so gutes Englisch und dann aber mit diesem deutschen Akzent, das ist ja fantastisch. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. Ich kann nicht. So schreien, ey. Wenn sie Wasser in die Stadt bringen, können wir sie zur Flucht nutzen? Hey, not so loud. Okay. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm Oh not no. saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just please try to be a bit more discreet about it. I try to be discreet about it. I promise you a lot. Oh mein Gott. We ask the questions. Oh Gott, ich liebe es. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. What puzzles the you? The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. Oh no. It's Greek. Ich habe gerade mit einem Griechen geredet. Ist das nicht üblich, dass die Römer griechische Kunst und Architektur nachbilden? Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Oh mein Gott, ey. Ich find's einfach großartig. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I tell you the same thing I tell everyone else. Tell me, there are please. much worse places to live out your days. Aha. You might have a few sleepless nights thinking about the Golden Rule. But once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Was meint ihr damit? Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Noviomagus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. So sehr während nearly as tolerant as the Romans. Okay, was haltet ihr denn dann von der goldenen Regel? Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Either you don't know the difference between wrong and right. Good. Then I hope you'll agree. Oh God. There are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. Noel, was? Der Sprecher heißt Dirk Jacobs und du hast ihn
Ist er fantastisch? Ist er großartig? Was hast du über ihn herausgefunden? Is he always talking like this? Like a very good English but with a hard German accent? Or what? Good question. It's best if I say no more, but I hope you'll give it some thought. I give it some thought. Hier, Graffiti, was bedeutet das? Erzähl mal. Oh, it means someone thinks I'm a sinner. And that I'm going to break the golden rule. But why do they think that? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Oh, I see. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Es tut mir wirklich leid zu hören. Jetzt ist er hat jetzt nicht nur diesen geilen Akzent auch noch, sondern jetzt tut er mir auch noch leid. Tut mir leid. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Ich wollte gerade sagen. I thought that was the case. Oh. It seems I was wrong. Why was you wrong? Wisst ihr, wer für das Graffiti verantwortlich ist? It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. Can you show them? The thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Kultisten? Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Oh oh. Ich werde der Sache nachgehen. Really? Ja, really. I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Ich werde mich umgehend darum kümmern. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ey, ich muss erstmal leider einen Bogen finden. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. Kann ich euch irgendwie My umstimmen? vote isn't for sale, if that's what you're asking. That's not what I'm asking. Nice to talk to you. It was really nice talking to you, Alter. Das war ja wundervoll. Sünder. Kannst du... naja. Römische Feuerschaufel aus Bronze. Oh, ich wollte die Nachricht lesen. Wie kann ich da hin? Da, untersuchen. Virgil, Sie sehen euch vielleicht noch nicht, aber ihr solltet eines wissen, ich sehe euch. Okay. Mann, das Gespräch mit Virgil war bisher richtig gut. Virgil, wollt ihr wirklich die Sünde begehen, die uns alle vernichten wird? Ah ja, es sind ja richtig viele. Virgil, ich weiß, wer ihr seid und was ihr wollt. Kehrt von diesem Weg ab, bevor wir alle für eure Sünden leiden. Oh mein Gott.
But Virgil is a pretty good boy. He is like really awesome and he has like really good things to talk about. He's nice. And he would not hurt a fly. Oh, da liegt irgendwas. Zutaten, großzügige Prise Hefe. Hier, falls ihr mal irgendwie ein Brot backen wollt. Oh, ich hänge fest. Und ich habe keine Füße. Wie hänge ich denn fest? So, okay. Wie finde ich denn jetzt eigentlich einen Bogen? Dinge, die ich kaufen muss, sobald ich geflohen bin. Aha, aha, aha. Von wem ist diese Hütte? Verschlossene Truhe. Was? Desius. Wer war nochmal Desius? Kennen wir überhaupt jemanden, der schon Desius heißt? Ich bin gerade mir nicht sicher. Ich gehe jetzt einfach mal kurz geradeaus. Was denn? A man arrived in the baths. Real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. But weapons are not allowed. Or he's gonna break the golden rule. Warum ist das mein Problem? Habt ihr eine Ahnung, von wem Virgil... Hey, wichtig. Wichtig kurz. Wisst ihr, von wem Virgil bedroht wird? This is an emergency. Ja, meins auch. To help or not? Mann, ey. Aber ich habe noch keinen Bogen. Naja, gut, ich werde mich immer... Was soll passieren? Still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. No. Geht nicht dort rein. What? Why? Vertraut mir einfach. Alright, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Moment, wer seid ihr? But now's not the time. Okay, gut. Ja, ich muss ja wenigstens wissen, wen ich suche. So, hier jetzt, oder was? Hier ist jemand dran? Habe ich noch meine Taschenlampe? Warum wird es auf jemand... What? Warum ist Sepia-Style und dann habe ich eine Vision oder was? Was ist gerade passiert? Excuse me? What happened? Historisches Papyrus. Warum bin ich denn jetzt im historischen Papyrus? Was passiert hier? What is happening? Ah, so kriege ich den Bogen. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, Bitte? otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Nee. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. Explain. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Aber Is that understood? hast du schon von der goldenen Regel gehört? Ich schwöre, ich habe nicht You gelogen. are not off to a good start. When I ask you a question, I expect an answer. Is that understood? Also soll ich einfach lügen, oder was? Thank you. Now tell me, who are you people, and what is this place? Wir sind nur eine kleine Gemeinschaft von Fremden, die zufällig hier gelandet sind. Warum nehmt ihr nicht diesen Bogen runter und kommt rein, um euch selbst zu überzeugen? A small community. I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Augenblick. Was ist ein mysteriöser Kult? Oh, don't play coy with me.
I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater or Christ. You lot are all the same to me. Ah, okay, alles ist Kulte. Always Okay. sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quintius did, those days are numbered. Okay. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? Ich suche immer noch nach einem Ausweg. So you admit you're not allowed to leave? Wir können gehen, nun ja. Das Problem ist nicht, dass wir nicht gehen dürfen. Wir können nicht, es gibt keinen Weg hier raus. Threatening me is not going to help you. But in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, the many shall suffer for the sins of the one. I take it this is some kind of mantra you all believe? Es ist kein Mantra, es ist eine Warnung. A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Sie waren einst Menschen, die zur Strafe in Goldstatuen verwandelt You lot wurden. are practicing human sacrifice too. You people disgust me. The many shall suffer for the sins of the one. What happened? Hilfe! Was? 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 Er verdreht meine Worte. Ja, weil ich hier der wahre Bösewicht bin. Er ist schon in Gold verwandelt. Oh Gott, es hängt. Hallo? Es ist mir alles klar. Das geheime Heiligtum, die Belehrung, das Mantra, das Menschenopfer. Ihr seid Kultisten. Daran habe ich keinen Zweifel. Er ist zwar schon tot, aber hey. Was mich verblüfft ist, wie ein Mensch mit einem solchen Eifer an etwas glauben kann, dass er einfach nicht sieht, was aus ihm geworden ist. Wie dem auch sei, ihr habt noch immer die Chance, euren Namen wieder reinzuwaschen, indem ihr verratet, wer Quintius ist. Verschwendet sie nicht. Er ist doch schon Gold. Warum rede ich noch mit ihm? Was könnt ihr mir über Quintius erzählen? Ich weiß es nicht. Was braucht es, dass ihr endlich auf sich beruhen lässt? Gold, nehmt das Gold, was ihr wollt. Es würde euch nicht helfen, selbst wenn ich wüsste, wer er ist. Seufzt, dann habt ihr keinen Nutzen für mich. Habt ihr irgendwelche letzten Worte? Well... Oh no! Ich kann nicht skippen. So. Ich glaube auch, ich muss nochmal laden. Ich kann leider auch keinen Escape drücken. Das sollte nicht so sein. You think so? Ich wechsle mal kurz. Ja, vielleicht. Habt ihr irgendwelche letzten Worte? Ich habe jetzt mal das Spiel so geschlossen, weil es offensichtlich nicht geht. Wie ist einfach. Nun. Let's try this again. Mysteriöse Dinge geschehen. Oh no! Ich habe mich sowieso schon gewundert. Irgendwie war es so... lief es ein bisschen zu flüssig. Ich bin auch der Meinung, dass Julia die Art und Weise, wie sie da auf dem Bett lag, dass sie sollte nicht so auf dem Bett liegen. Ganz klar. Ganz klare Nummer. Mal gucken. Mal gucken, was jetzt passiert.
Oh man, was war das denn? Ich habe erst mit einer goldenen Statue gesprochen. Ah. Guck jetzt mal eben, dass ich hier... So, gucken wir mal, wenn wir jetzt hier auf Fortfahren drücken, ob wir dann auch direkt dahin kommen. Es bleibt spannend. Es bleibt super spannend. Nach dem Einsturz des Tempels war da was broken. Bestimmt. Ich hätte nicht zum Tempel gehen dürfen. Okay. Din, 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 din. Jetzt halt auch nicht so Sepia, ne? Auf einmal. Warum ist es jetzt nicht mehr Sepia? Ich check gar nichts mehr. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Ich sah, wie er in der Stadt einem kleinen runden Schrein anbetete, das zweite Gebäude zu eurer Linken. Aber egal, wir machen erstmal. I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through. Ich will doch auch nur seinen Bogen haben. Verstanden. Thank you. Now tell me, who are you people and what is this place? Warum nehmt ihr nicht diesen Bogen runter? Oh. Oh, how very welcoming of you. You want me to let my guard down, is that it? You're not going to get your claws into me. I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Okay. Augenblick. Ihr irrt euch, wir sind keine You say Kultisten. that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? Wir halten das nicht, wir sind ja alle So gefangen. you admit you're not allowed to leave. Das Problem ist nicht, dass wir nicht gehen dürfen. Wir können das nicht, es gibt keinen Weg hier raus. Threatening me is not going to help you, but in any case, Warum geht es alles um that dich? sounds an Du. awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? Ja, stimmt. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Sie waren einst Menschen, die zur Strafe zu Goldstatuen verwandelt wurden. You lot are practicing human sacrifice too. You people disgust me. Wir haben sie nicht in Gold verwandelt, das war der Gott. Wir wissen aber nicht welcher. Of course you'd say that, but that's what your kind do, isn't it? Our God told us to do it. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quinctius is. Do not waste it. The many shall suffer for the sins of the one. Then you're of no use to me. Do you have any last words? What the fuck? Gütiger Himmel, ihr seid dumm. Was passiert da? Was passiert da? Jetzt ist es wieder so. Ihr wisst nicht, was
mir mehr Spaß machen würde. Feiert Pfeil ab. What? 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 Warum werde ich denn schon angeschossen? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh, da sind ganz viele, die Pfeile feuern. Was passiert hier? Da ist auch einer mit Pfeilen. What is happening? Aber warum war das denn immer noch so krass buggy? Warum war das denn... So, kann ich jetzt hier... Ah, okay, ich kann das hier so... Ah, now I get it. Ist das jetzt wirklich täglich grüßtes Murmeltier-Style? Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me Tatsache. who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Ursula. Wir hatten die Unterhaltung bereits. I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius und werdet mir gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen, damit er mir mehr über die goldene Regel erzählen kann. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Kein Problem, ich muss gehen. And since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Was denn? Ein rudimentärer Seilrutschlenker aus Holz. Okay, danke. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. Ah, danke. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Mhm. Danke, ich werde jetzt gehen. Alright, see you around. Bye bye. Jetzt habe ich halt immer noch keinen... Ja. Hier, finde heraus... Oh nee, warte, da. Keine Ahnung, hätte ich den irgendwie... Hätte ich ihm den irgendwie abnehmen sollen? Weil es war ja so super weird, dass auf einmal überall Leute mit Pfeilen standen. Bogen, Pfeil und Bogen. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Das ist eure Geschichte. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Na gut. Könnt ihr mir was über das Muster erzählen, das ihr gesehen habt? You think you wish to know, but you do not. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Okay. The bloodless shadows. This is their punishment. They never do. Okay, ich werde jetzt einfach gehen. Ich glaube, sie sagt mir nicht wirklich viel. Are ignorant of the road before them. Kontert mit, ich würde lieber Aurelias Spezialgebräu trinken. Okay.
Mein Leben war kompliziert, wie die 7 Arbeiten des Herkules. Ein Weise, besiegt und versklavt, aber ich würde alles gerne wieder erleiden. Denn jeder Verlust, jede Wunde und jede Tragödie brachte mich zu euch. Strahlend wie Roms heilige Flamme, nährt eure helle Wärme meine Seele. Ich weiß, ich kann euch niemals berühren, nur um Vesters Flamme zu halten. Aber euch von Weitem zu beobachten und zu lieben, in eurem Strahlen zu baden, ist mir genug. Alright. Die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. Hey Aurelia. They follow their trades, Oh, okay, gut. imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own. Okay. Ich gehe jetzt nochmal wieder zum Badehaus, oder? Würde ich jetzt einfach sagen. Wenn du direkt zur Ärztin gehst, ist... Oh, you are so right. This is a Smarty Pants move, Noel. Stimmt, deswegen könnte ich auch einfach Geld nehmen. Oh. Da liegt sie. Da ist Julia. Warum kann ich nicht mit ihr reden? What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culus cumulatus decius won't give it to me. Es tut mir leid, ich wünschte, ich könnte helfen. It's too late. She just slipped away. What? Ich hatte aber ein Gespräch, aber soll ich später wiederkommen? No, now's fine. I can't afford to wallow here. And I need the distraction. What's on your mind? Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Shit. Okay, also muss man das irgendwie anders triggern, damit es... Wir gucken auch einfach mal. Steht da jetzt da vorne? Help! You have to do something. Muss ich das jetzt nochmal machen? Man arrived in the baths. You have to do. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Thank you. He's still in there somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. What? Why? All right, fine. Ach so, weil der Empty Shrine, wo ich reingegangen bin, ja auch zerbrochen ist. Ah, now I get it. So, unterhalte ich mich jetzt nochmal mit ihm in der Hoffnung, dass diesmal nicht die Hölle auskotzen wird, sich über mich, oder was? Gib mir mal deinen Pfeil, Mann. Right I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Es spielt keine Rolle, was ich sage. Ihr werdet sowieso versuchen, mich zu töten. You're right, I am. I must be getting a reputation. I suppose I might as well get right to it then. Do you have any last words? Ihr habt gesagt, ihr würdet mich nicht töten, wenn ich euch die Wahrheit sage. There's a simple explanation for that. Ah, okay. I lied. But if you want to know the truth before you die, here it is. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one of you wretched degenerates. And I can think of nothing I'd enjoy more. The many shall suffer for the sins of the one. Ich gehe nochmal erneut durch das Portal. Alright, I see. Ach so, die werden alle werden gedödelt, oder was? Alle werden abgeschossen. Oh, I see. Okay. Ich dachte nur, die sind hinter mir her. I'm really sorry about that. I will turn back the time. Turn back the time. Time. Oh, guck mal. Oh. Okay.
Dann nochmal. Kann ich dann direkt jetzt vielleicht zu ihm gehen? Mann. Salvin. Wer... Lauft. Kein Problem, wir sehen uns später. So, was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich direkt zum Dings gehe und ihm das erzähle? Macht das irgendeinen anderen, also macht das irgendeinen Sinn? Ixian turns. Also wenn ich jetzt ihm sage, so ey, da ist ein Dude mit einem Pfeil und Bogen und der rastet richtig aus. Und dann geht alle drauf. Keep an eye out for Scintilla, would you? Warum weißt du jetzt, wer ich bin? Ich bin doch neu für dich, oder nicht? Was passiert? Reden. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Wir hatten diese Unterhaltung. Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden Ja. rule, Ja. forcing me to create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed, and you had to start over. Is that about right? If so, what happened? Also. I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered and do better. Aber ich dachte, ich soll zu dir kommen, wenn ich... I assume you sought me out again for a reason. Of course. What is it? Yes? Der Dude. Nee. Scheiße. Das ist ein Meuchelmörder, der heute Morgen in die Stadt gekommen ist. What? An assassin? What are you talking about? Er wurde scheinbar von Nero geschickt, um einen gewissen Quintius in dieser Stadt zu Then ermorden. what are you doing here talking to me? Why aren't you out there trying to stop him? You'd best go. Quickly. As magistrate, I hereby declare him an enemy of Rome and authorize his execution by your hand. Kannst du mir eine Waffe geben? Any way you can. Despite my weapons ban, it's been my experience one can always find a weapon if one looks hard enough. Würde das nicht gegen die goldene Regel I don't verstoßen? believe so, no. It's not a crime to carry out the lawful order of a magistrate. Okay. Thank you. Please act quickly before it's too late. Ich dachte... Naja, egal. Ich dachte, ich sag ihm das und er sagt dann, cool, danke. Tschüssi. Oder so. Verdächtigen hinrichten. Bogen Hinrichtung. Aber ich kann ihn nicht hinrichten. Ich habe keinen... Weil... Ich bin tausende von Jahren in die Vergangenheit gereist. Ich muss einen Weg zurück in meine ursprüngliche Zeitlinie finden. Irgendwie. Finde heraus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. Ein Zeitparadoxon erzeugen. Laut Sentius werde ich in meine eigene Zeit zurückgeschleudert, wenn ich ein Paradoxon erschaffen kann. Ich muss die Geschichte so verändern, dass mein Dasein in der Vergangenheit unmöglich wird. Zum Beispiel sagt Sentius, wenn ich die Sünde verhindere, die die goldene Regel bricht, dann wird er das Portal nie erschaffen und es wird für mich unmöglich sein, in der Vergangenheit zu sein. Ein Paradoxon.
Die Stadt lebt in Angst vor einem mysteriösen Gesetz, die die Goldene Regel genannt wird. Herausfinden, wer am ehesten die Goldene Regel bricht und Cynthius informieren. Es sieht so aus, als würden alle Leute in dieser Stadt sterben, weil eine Person die Goldene Regel bricht. Ich muss herausfinden, wer das ist. Cynthius hat mich deswegen gebeten, mit allen Leuten zu sprechen und ihnen zu helfen, wenn ich dadurch ihr Vertrauen gewinnen kann. Er hat mir erlaubt, falls nötig, ihre Häuser zu betreten und ihre Besitztümer sowie Dokumente zu durchsuchen. Cynthius sagen, dass du Virgil verdächtest? Jemand? Nee, den verdächten wir aber nicht. Verdächtigen mich aber nicht. Die mächtigste Waffe ist das gesprochene Wort. Ja, Kuro, dann sag mir mal, was ich dem Dude sagen soll. Sag mir das. Ey, es ist... Das ist doch scheiße. Ich habe keine Waffe. Hey, Horatius. How's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? If you're trying to goad me into an argument, it won't work. I'm a stoic, remember? If the old man couldn't even keep his own daughter safe, how can anyone trust him to keep us safe, eh? Why do I get the feeling you lot had something to do with Sentilla's disappearance? That's it. Blame everyone but yourself. If I find out you did something to that poor sweet girl, not even the Golden Rule is gonna protect you. Got it? Ha! As if I'll be afraid of you, little man. Was heißt eigentlich... Er wollte ja nicht, dass wir hier runtergehen. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Was ist, wenn er da die... Without a weapon? die Tochter hält? It's your funeral. Aber dann würde er mich auch mehr fernhalten, ne? Uah. No! Ran! Ran! Nicht hocken! Renn! Es tut weh. Geschälte Statue. Ah, ich... Ich habe halt nichts zum Verteidigen. Das ist so doof. Wir haben doch noch nicht probiert, ob wir auch zu Gold werden, wenn wir selber sündigen, oder? Das ist korrekt. Du meinst, ich soll einfach mal was klauen? Habe ich das schon gelesen? Ein anonymer Freund von Octavia, möge der Herr euch segnen und bewahren. Es tut mir leid, dass ich es nicht riskieren konnte. Dies euch persönlich... Doch, hat nicht. Hat ihr. The many shall suffer for the sins of the one. Okay. It's me. I did it. I run. Ah, wir rennen so schnell. Aui. Folge Cynthius zurück zum Schrein. Okay. Ich darf nichts klauen. Ich darf nichts klauen. Dann wissen wir das also auch schon mal. Das Doofe ist, ich würde halt auch sogar so gerne dieser Julia halt helfen. Dass sie halt nicht stirbt. Oh, ey, du bist wirklich immer da, ne? Of course. Was ist eure Geschichte? Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Okay. Nun gut. All right. Ach so, ich dachte, du erzählst, du Arsch. Well, I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and two little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20,
My father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. I sprinted so fast I almost threw up, but by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young. It was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. I'd never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest was a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place and started my life over again. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting, and he'll get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Na klar. Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube halt auch, also sie hat ja gesagt, dass der eine Verkäufer das Kraut hat, aber ihr das nur für 1000, was auch immer, verkaufen wollte. Das heißt, wir müssten da irgendwie anders rankommen. Ich glaube, vielleicht erstmal so die Sidequests machen oder eine. So, auf jeden Fall ist der Bogen eher das, was mich gerade in eine Sackgasse führt. Ich könnte jetzt natürlich auch nochmal das versuchen, den Bogen zu bekommen und einfach nochmal was anderes zu sagen, aber er will ja ganz offensichtlich töten. Kann ich ihn davon überzeugen, nicht zu töten, ist die Frage. Was denkt ihr über die Wahl? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life.
I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. Dooley. God knows Sentius is never going to do it. Wer ist Dooley? From what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me. Because Sentius put him there. Poor Dooley was just wandering around looking for some imaginary treasure. Now a magistrate accused him of being a thief. That's nonsense, of course. Dooley's the most harmless man you'll ever meet. But Sentius really has it in for him, for some reason. And how could you know that? I mean, I don't like the man, but I don't see how you could know a thing like that. You overheard him say that? Oh, why does that not surprise me? He and Sentius have despised each other for a long time now. Well, in that case, we need to find a way to make sure Malleolus loses. Better yet, get him to withdraw altogether. If you can do that, and Sentius is the only candidate left, I'll run against him. Deal? Okay. Nice. Okay, dann haben wir das auch. Oh, ich öffne gerade so viele einzelne Stränge. Das werde ich mir doch niemals alles merken können. So. Alright. See you around. Bye-bye. Okay. Hui. Was denn? Ah. Ich gucke jetzt mal eben. Also hier sind ja Hinweise. Letzter Atemzug. Versuche Decius zu überreden, das Sephiumharz auszuhändigen. Die verschlossene Villa. Eine Luft aufgelöst. So, die hier kann ich ja nicht weitermachen, weil ich muss mit Julia sprechen. Okay. Vielleicht kann ich das hier irgendwie verfolgen. Let's go. Hast du ein Inventar? Nee, ich kann hier nur mit dem Steuerkreuz halt durchgehen und halt geile Fotos machen oder halt den Style hier ändern. Aber ansonsten... Oh nein. Oh. So. Aber ansonsten habe ich kein Inventar oder so. Schau mal bei den Quests. Aber was soll ich denn schauen? Ach so, das meinst du, Inventar. Da. Ah, ja, stimmt. 41 Denar. Ich habe eine Taschenlampe. Ich habe eine beschriebene Steintafel. Nachricht an Scintilla. Hab Pfeile. Und das. So, jetzt gehe ich mal kurz zu Decius. Decius. Das ist Decius, okay. Hola, Senor. Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's worth a fortune. Okay. Kann ich mit dir reden? Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Decius. Ich glaube, irgendwie deine Zunge ohne deine Zähne stechen durch die Lippe durch hier unten. Aber ich brauche etwas Silphiumharz. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 Denarii. 1000? Ihr macht Lebensmittel fast unbezahlbar, stimmt nicht mit euch? Woher soll ich denn 1000... Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Nehme an. Habt ihr das gehört? Hear what? Egal. You sure you're feeling all right? If you're hearing things, perhaps you should pay a visit to Lucretia's clinic. We don't want another Navier on our hands. Cyberfisch! Neues Jahr, neues Glück. Das trifft dich ja auch. Und trifft für dich ja auch zu. 5 Monate bist du schon dabei. She claimed the statue was a whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace and we never heard from her again. But I digress. Do you want this silphium or not?
Ja, aber wie wäre es, wenn ich es stattdessen einfach nehme? Well, if you did that, you'd break the golden rule, and we'd share the same fate as the last lot who lived here. Is that what you want? Was? Warum soll ich das nehmen und rennen? Ist das, was ihr wollt? Wenn nicht, dann her damit sofort. Das wisst ihr nicht mit Sicherheit. Ich werde mein Glück versuchen. Don't you dare. I will take it and run. Stehlen. Folge dem Magistrat. The many shall suffer. Aui. Snell. Run, 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 baby. Run, run, run. Jetzt kann ich nämlich danach zu Dings. Und dann kann ich ihr das geben. Und dann... Everybody run, run, runny, run, 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 runny, run. Doodle, 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 doodle. Bin ich schneller als der Magistrat gerade? Kann das sein? Aua, mein Leben. Oh, scheiße, ich bin... Wo ist er? Komm schon, ich brauch dich. Run, boy, run. Run, boy, run. Let's go, let's go. Ja, der Magistrat ist beschädigt, lass mich durch. Ui, und jetzt haben wir es. Und jetzt können wir Julia retten. Wir haben nämlich die Superpower, ey. Easy peasy lemon squeezy, oder was? Ha. Nice. Aber ich verliere auch Energie. Oh no. Wie kann ich mich denn heilen? Das ist ja natürlich scheiße. Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? I don't? Oh. Lädt sich meine Energie wieder auf? Ja, okay, die lädt sich wieder auf. Ein Glück. Ich dachte schon. Scheiße. Scheiße, dachte ich. Oh, Moment. In Luft aufgelöst. So, jetzt gehen wir nämlich dahin und... Ach, Rufius, bitte nicht so grummelig sein, ja? Ja, hallo. So, hier, komm, reden. What are you doing in here? Can't you see this? She needs the resin of a... Ich habe es. What? Quick, give it here. Ja. Julia. Yes. You need to swallow this. Here, let me help you. Wir retten Julia, Leute. Wir retten sie. Wir retten sie. Hopefully, in a moment, she should be able to breathe normally. Hoffentlich. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? Ehrlich, ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich euch sage. Look. If you don't want to tell me, I won't look a gift horse in the mouth. But no matter. That was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. Yes! And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. Wir haben schon über alles geredet. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Apollo smiles upon you. Danke, danke, danke. Alter, Julia. We did it. How is you? Hallo, ich bin hier. Julia, hallo. Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying to help me. Trying? Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Dann leg dir doch hin. No. I did hear from Ulpius that she disappeared. It's very sad. She was such a lovely young woman. But I'd been locked in Malleolus's villa for months before she went missing, so I can't help you, I'm afraid. Es sind ja erwähnte vor ein paar Monaten, dass ihr eine Flucht plant. I was.
And look where it got me. Was passiert? I can tell you, but it's a long story. Ja. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe, and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. Dachtet ihr, ihr wärt hier raus, bevor ihr den Kredit zurückzahlen müsst? I'm not proud of it, but yes. I was surprised he agreed to it, to be honest. I was so happy to have the money I didn't question it. I had to sign an agreement, saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Do you want to know what it was? Was denn? Hemlock. Oh, das ist das, was sie genommen hat jetzt? It's a deadly poison made from a plant. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel black eyes, and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only, he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. Oh, das waren... And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. Oh no. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the Golden Rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. She sent me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed a spot." Those two took everything from me. Oh man, oh man, oh man. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Ey, was ist denn, wenn sie mit dem Dude halt so ein abgekadertes Spiel gemacht hat, damit sie nachher verschwinden kann oder so? Oder damit er halt die Wahl gewinnt? Ich denke wahrscheinlich schon wieder zu kompliziert, aber es würde halt Sinn machen, wenn er die Wahl gewinnen will und quasi dem eigentlichen, ich habe ihm vergessen, wie er heißt, Santa Lucida, auf jeden Fall, dass er will, dass er die Wahl verliert, weil er halt seine Tochter verloren hat. Interessant wäre, den Tag lange laufen zu lassen und schauen, ob Julia irgendwas beeinflusst. Sentius, Dankeschön. Dass Sentius die Wahl verliert, weil er seine Tochter ja verloren hat, dass das alles ein abgekartetes Spiel war zwischen Sentius Tochter und dem Marcelonius-Typen da, damit er sagt, okay, wenn du jetzt einen Deal für mich organisieren kannst, dass ich Julia für immer unter meinen Fittichen habe, dann sorge ich dafür, dass es dir gut geht, während du verschwindest und halt nicht umgebracht wirst oder was weiß ich. Aber dann hat sie sich selbst vergiftet. I just wanted it to be over.
But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Ach Mann, ey. Es tut mir sehr leid. I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met and tried to swindle the other. I don't know how I could have been so stupid. Wie geht es jetzt für euch weiter? When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape, at least until someone breaks the golden rule. Maybe it wouldn't be so bad. Ich habe eine bessere Idee. Wie viel würde es kosten, eure Freiheit zu kaufen? A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelius set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. Herausfinden, wie man Ulpius davon abhalten kann, sich umzubringen. Vielleicht kann ich ihm auch I doubt you helfen. could make it up to the bluff in time. I don't know who you are or why you seem so determined to help me, but thank you. Oh mein Gott, ich werde mich mal jetzt drum kümmern, weil das ist gerade so ein bisschen so eine Sackgasse, finde ich. Weil jetzt muss ich hier... May Apollo keep you safe. Dankeschön. Wie komme ich denn da hoch? Isn't the great temple majestic? So. Ich merke, wie meine Attention Span einfach zu kurz ist für das Spiel. Naja, im Grunde geht hier ja super viel... Hier ist ja auch irgendwie, ne? Hier mit dem... Der Bogen des Meuchelmörders. Ja, da sagen sie es nämlich. Das ist nämlich der Bogen. Und das da drin... Sind es da die... Es klingt so, als wenn da die Pfeil- und Bogenleute rumlaufen. Ja, ich brauche auch Hilfe. Hopp. What? Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. Du bist It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Mir geht es gut, danke. Ich bin etwas nervös. Ich muss dringend mit Ulpius All right, sprechen. well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh oh. Oh no. No. Ich kann nicht laufen. No. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Wohin? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. No. Please, Ulpius. Was kann ich tun? Help him. Ja, wie? If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Glaubt ihr wirklich, dass ein Selbstmord die goldene Regel brechen würde? Viel Glück. Ich bin am in Ordnung. Ich gerade mit. Thank you. Ja. And please, choose your words carefully. I try.
Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. Nö, eigentlich nicht. Es ist falsch und ihr wisst es. Ich wollte euch gerade fragen, was los ist. Nein, ich finde, dass ihr das Recht haben würdet zu sterben, wenn ihr zu sehr leidet. Oh je. Es ist falsch und ihr wisst es. Ich wollte gerade fragen. Oh. I screwed up my life. That's what's wrong. I borrowed money and when I couldn't pay it back, I wound up in debt bondage. I'll be stuck slaving away for that Culus Cumulatis Malleolus for the rest of my life. I am out. Nein. Wherever you are, Scintilla, my love. No. Sorry. Ulpius, no! Warum hörst du vorher auf zu rennen? I can't believe he went through with it. Oh Lord. That poor lamb. Sein Selbstmord hat die goldene Regel nicht gebrochen. Was bedeutet das? Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. Was passiert jetzt? I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. Oh Gott. Sorry. Wie folgt ihm? Hier runter oder was? Da. And now, I make this solemn promise to you. Did you just leap into my villa from the balcony 100 feet above? Ja. That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Ich möchte, dass ihr von der Wahl zurücktretet. Erstmal so, hallo, ich bin übrigens in eure Villa gesprungen und möchte, dass die von der Wahl zurücktreten, weil ich habe da so einen Bauernmann, der soll das lieber anstatt ihrer Stelle machen. Was ist eure Geschichte? I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. Okay. Was werdet ihr unternehmen, wenn ihr gewinnen solltet? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. Und wie wollt ihr das tun? By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Die goldene Regel ist definitiv real. Was macht euch sicher, dass sie nicht real ist? The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the Golden Rule is real? Mhm. Nonsense. There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Ich erlebe denselben Tag wieder und wieder. Die goldene Regel wird jedes Mal gebrochen. Was ist nötig, um euch zu beweisen, dass sie echt ist? Auch wenn ich es nicht beweisen kann. Surely you're not one of those people who believes everything you read. As if a lie could be transformed into the truth by the simple act of writing it down. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius's machinations. He won't get away with this much longer. Okay. Wie ich sehe, wird nichts, was ich sage, euch überzeugen. That is simply because you are mistaken. Ich möchte, dass ihr von der Wahl zurück. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? That's how I am. Why would I withdraw from an election I'm bound to win?
Sobald ihr gewinnt, brecht ihr die goldene Regel. Don't talk nonsense. There's no such thing as the Golden Rule. Ihr werdet Sentius wegen Verrats verhaften und ihn zum Tod durch Gladiatorenkampf verurteilen. How could you possibly know that? Well, weil ich die Zukunft kenne. Nonsense! This is nonsense! I don't know how you know about my plans, but I'm absolutely sure Sentius is involved somehow. And now, I'm going to enjoy watching Domitius kill him even more. Now, get out of here! You outstayed your very limited welcome. Kann ich hier noch Beweise finden irgendwie? Zu irgendwas? Da liegt ein Zettel. Nachricht von Julia. Julia an ihre Geiselnehmer Malleus und Claudia. Verflucht sollt ihr sein. Wenn ihr das hier lest, werde ich bereits tot sein. Denn der Tod ist weniger schlimm als ein weiterer Tag in eurer Schuldknechtschaft. Mögen die Geier im Tharatos auf ewig eure Eingeweide fressen. Oh Mann, oh Mann. Wie helfen wir der? Wie können wir das? Ulpius an seine verlorene Liebe, möge Gott über dich wachen. Bitte wisse, dass ich so lange durchgehalten habe, wie ich konnte, aber ohne dich ist mein Leben sinnlos. Ich hoffe nur, wir sehen uns im Garten Eden wieder. Oh man. Okay. Ich laufe noch weiter durch deine Villa. Ist mir doch egal, was du sagst. Achso, hier komme ich gar nicht weiter. Still here? Ja. Siehst du doch. Geh auch in deinen Pool. Und jetzt? Und jetzt? Was willst du tun? Kannst gar nichts tun, nämlich. Hier liegt nichts mehr. Still here? Ja. Get out of my villa before I have Domitius throw you out. Wie komme ich denn hier raus? Elected your magistrate. Magistrate, yes, yes. Thank you. I'm delighted and deeply honored. Habe ich irgendwas übersehen? Ich komme hier nicht raus. Hilfe! Solemn promise to you, good citizens. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. Get out of my villa before I have Domitius throw you out. I can't. I can't go out. Ich würde gerne. Oh, hier geht's hoch. Warum ist hier ein roter Teppich ausgelegt? Wer weint denn hier? Lass mich rein. Hopp, 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 hopp. Ich komme hier leider nicht raus. Da ist ein Schlüssel. Ich nehme einfach. Gegenstand nehmen. Gegenstand nehmen. Komme ich damit auch oben? Ist oben neben der Tür vielleicht auch ein Schlüssel? Kann ich da hoch? Oh Gott. Oh Gott. Oh, yes.
Was passiert? Warum weinst du? Wer bist du? I'm not supposed to be in here. Ich weiß. Wo bewahrt ihr eure Wertsachen auf? Können wir reden? Talk. What business could you possibly have with me? Warum seid ihr in diesem Raum My eingesperrt? marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Geht hinter mir die Tür auf? Wer kommt da rein? I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I'm receiving strange women in private. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. Die Tür hinter mir geht die ganze Zeit auf und zu, das macht mich super nervös. I think it's about to be broken if you don't hurry up and leave. Ich werde jetzt gehen. Finally. This is outrageous. Hat er sie hier einfach eingeschlossen oder was? Na gut. Kann sie sich ja jetzt überlegen, ob sie selber raus möchte oder nicht. Was geht denn bei denen ab? Aber der redet jetzt bestimmt nicht mehr mit mir, ne? Still here? Du redest nicht mit mir, ja, okay, gut. Ja, der hatte ordentlich Geld, aber wir können ja jetzt hier nicht schon wieder davonrennen und angeschossen werden. So, jetzt ist die Tür offen. Ich habe dafür einen Schlüssel. Was machen wir als nächstes? Wir könnten auch zu Dings gehen und ihm sagen so, ey, wenn er die Wahl gewinnt, bringt er dich übrigens um. Wäre das eine Idee? Ave. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Wir kennen uns schon. We have? Wait, I must be... Dieses Gespräch haben wir auch schon einmal geführt. Ich habe es eilig. Seems rather brash, but alright. Können wir darüber sprechen, wer die Goldene... Ich hatte gehofft, euch ein paar Fragen zur Untersuchung... Of course. What is it? Und zwar... Yes? Guck mal, hier. Why do you say that? Wenn er die Wahl gewinnt, wird er euch des Verrats überführen und zum Tode verurteilen. What? That's... I'm speechless. Yes. How do you know? Of course, this isn't your first loop, is it? Ja. Well then, you must stop him from winning the election. I expect you'll need some kind of leverage on him, but I can't be seen to be involved in this, of course, so you'll be on your own. You'd better not waste any time, and may Swada, goddess of persuasion, go with you. Ich werde mich umgehend darum kümmern. Good, thank you. Ich brauche mehr Stuff, den ich gegen ihn nutzen kann. Aber was? Ulpius ist lebensmüde. Ich brauche ihn lebend, wenn ich erfahren will, was er weiß. Herausfinden... Wo ist denn das? Ich muss irgendwo... Hier. Das hier möchte ich ganz gerne. Habe ich keinen Platz, wo ich hingehen kann? Oh je. Verschluckt. Was geht hier? Keep an eye out for Scintilla, would you? What is it, citizen? He's one of the better commanders I've ever had. That's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. What business is that of yours? A lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? Es klingt, als würdet ihr nicht wollen, dass ich nach ihr suche. No, it's not that. We all care for Scintilla. She is, or was, a lovely young woman. But I learned long ago not to dwell on things beyond my control.
Or to try not to, anyway. But I don't want to seem obstructive. If you have questions, ask away. Aha, okay. Ist euch etwas Verdächtiges aufgefallen, bevor sie verschwand? Scintilla was always a kind, well-behaved young woman. I admit, her disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Malleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might fare better though, I suppose. Das Ding ist, dass ich halt glaube, dass man wahrscheinlich auch irgendwas mit der Claudia, also mit der Frau von dem, wenn die jetzt so einen Ehestreit haben, wenn man da irgendwie vorher rankommt oder hinkommt. Oh. I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughter, I should say, and the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Wie seid ihr hier gelandet? I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl and pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some Genetricum fugitor tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Okay, irgendwie haben die... Don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Scintilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Irgendwie haben die alle so ein trauriges Schicksal, kurz bevor die halt angespült worden sind. Oder halt irgendwas war bei denen, was sich in deren Leben verändert hat und dann sind sie angespült worden. Mann. Alright. Please keep an eye out for anything that might lead us to Scintilla. Aber ich habe ja jetzt auf jeden Fall safe den Schlüssel, ne? Ja, sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Ja, grunz mich bitte nicht so an. Wer könnte denn... Ich war auch hier überall noch gar nicht. Was ist das? I did not do it, Dooley. Oh no. Du bist das. Hello? Hallo. Hello? Hi. My name's Dooley. Oh no. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. Was habt ihr getan? I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Vermutet jemand, dass ihr stehlen würdet? Yes. But I wasn't. I was just looking. Ist das They alles? said I did it. More than once. But I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. Was war das? They said I have to live here now and gave me this letter. But I'm not good with words. Do you? You think you could read it for me? Ja. Oh shit, das ist viel. Magistrat Sentius an
Duilius. Ich schreibe euch hinsichtlich eures unverbesserlichen antisozialen Verhaltens, was aus eurer Besessenheit von einem sogenannten verlorenen Schatz rührt. Ich fühle mit eurer Notlage und dem Ableben eures Vormunds Hannibal vor einigen Wochen mit. Doch ich muss euch eine wichtige Nachricht überbringen. Der Schatz, den ihr sucht, existiert nicht. Durch eure Gedächtnisschwierigkeiten liegt es nahe, dass ihr euch einfach falsch erinnert habt. Vielmehr, da ihr bei verschiedenen Anlässen widerrechtliche Orte betreten habt, einschließlich der Umgebung der Zisterne, die für alle Bürger untersagt ist, bin ich widerwillig zu dem Schluss gekommen, dass ihr eine Gefährdung für die Gemeinschaft darstellt und eure Freiheit eingeschränkt werden muss, solltet ihr die goldene Regel brechen. Ich hoffe, dass dieser Brief euch dabei hilft, zu verstehen, warum ihr inhaftiert wurdet, falls ihr zukünftig weitere Gedächtnislücken erleiden solltet. What does it say? Hier steht, dass ihr euch mehrmals beim Einbruch erwischt und eingesperrt haben, um euch davon abzuhalten, die goldene Regel zu brechen. My treasure. Was für ein My Schatz. friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then he died. Ja. It was very sad. He said if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. Hast du All den I Schlüssel? remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. And Ek, the priestess lady. She's a nice lady. Wenn ihr mir den Schlüssel gebt, kann ich versuchen herauszufinden, was er aufschließt. Said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Lasst mich mit dem Magistrat drüber reden, euch herauszuholen. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen, no matter what. Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass wir einen neuen Magistrat bekommen. Galerius? He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. If you help make him magistrate, he can get me out of here, and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was in the cisterns. I can't remember what it was, just that it was way up high and very precious. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann, so. You're going to let me out of here? Really? Nun, ich kann versuchen, lasst mit dem Magistrat... Ja, okay. Galerius already tried that. Ja, okay, ich hab's verstanden. What about the rules? Ja, okay. Like, if you Hannibal's... So. Ich guck mich jetzt erstmal noch weiter um. Guck mich jetzt... Oh! Okay. I saw you slide down that rope before. Very impressive. And strange, too, since that device you used is exactly the same as one I've been working on for weeks. There I was, thinking I'd invented it. Anyway, I'm sorry to ask, but is there any chance you'd be willing to do me a favor? Was denn? Well, I've been trying to get this rare flower from the rock spire in the middle of the lake. It's too steep to climb, so I hung a rope over the lake and made this pulley device, only I couldn't quite summon the nerve to use it. Do you think you could use the device again and try to get that flower for me? Wofür braucht ihr sie denn? I don't really feel comfortable talking about it. Mano, aber danach, wenn ich's Thank you. It would help me a lot. There's no rush, just whenever you get a chance. Ich werde mich umgehend drum kümmern. See you around.
Ich werde mich drum kümmern und ich werde aber auf jeden Fall mich noch ein bisschen umschauen, weil ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich noch gar nichts gesehen. Was ist das hier? Was passieren hier für super Sachen? Oh, hier hat jemand getrunken. Ich meine, ich verstehe halt noch nicht... Oh. Oh Gott, ey, du bist wirklich überall. Ich verstehe halt noch nicht so ganz, warum dann so einzelne Statuen noch rumstehen, wenn doch eigentlich immer alle verflucht werden. Okay, wo hast du das Seil hingetan? Da soll ich mich dann fallen lassen drüber? Kann ich das? Kann ich mich während ich dann darüber auch fallen lassen? Verwenden. Ui, oh shit. Aua. Shit. Shit. Okay, again. Again. Ah, komm schon. Was? Fortune smile on you, sister. Was machst du? Achso, du stellst dich wahrscheinlich wieder an den Spot, wo man dich immer trifft, ne? Was ist das alles hier für Wege? Oh. Wo gehen wir lang? Was ist das hier? Was steht da? Mögen die Götter gütiger zu euch sein, als sie es zu uns waren, Fremder. Wer wetzt denn hier seine Messer? Ich dachte, hier dürfen keine Waffen sein. Ich kann Geld nehmen und nicht stehlen. Und eine Weinflasche. Oh, das ist ja schon mal... Komme ich endlich... Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Habt ihr euch geboxt und seid dabei? Okay. Okay. Was passiert hier, ey? Hallo? Ich drücke doch A. Vielleicht könnte man hier hochklettern, wenn sie nur mein... Was? Wenn sie nur mein Gewicht tragen könnten. Ach so. Das ist natürlich doof. Hepp. Hopp. Na gut. Ich habe mich auch schon wieder ablenken lassen durch das Ganze, durch die Gegend hier. Ich sollte doch die Blume besorgen. Hier ist noch ein Raum. Was steht da? Die blutleeren Schatten irren ohne Fleisch oder Knochen umher. Das, was die Dings gesagt hat. Der Ort wird verflucht genannt. Hier bietet Titos seine Eingeweide zum Zerreißen an, ausgestreckt über die 9 Felder. Ihr, Tantalos, könnt die Wassertropfen nicht fangen, und der Baum, nach dem ihr greift, entzieht sich euch. Ihr, Sisyphios, greift an oder verfolgt den Stein, der immer wieder zurückkehrt. Xiox wendet sich, folgt sich selbst und flieht, und die 49 Belieden, die es wagten, die Vernichtung ihrer Vettern, ihrer Männer zu planen, holen ihnen unaufhörliche Arbeit das Wasser wieder, das sie verloren haben. Holy shit, was habe ich gerade gelesen? Aber, okay, also dieser Fluch ist schon 300 gefühlt ewig Jahre. Und irgendwie sinkt die Stadt immer weiter, weil es hier immer mehr gibt. Und wer wetzt denn hier seine Messer? Show yourself. Oh, ich hänge fest. Oh. Hier war eine richtige Stadt noch. Ja, ich bin genauso schockiert wie du.
Will ich das jetzt einfach mal auschecken kurz, wenn ich schon mal hier bin? Upsalat. Ach, ich bin hier. Ach so. Ich dachte, ich hätte voll den Secret Stuff jetzt hier gefunden. Na toll. Sei mal kurz ruhig, bitte. Ich versuche das jetzt hier nochmal. Achso. Wenn ich. Ah, nein, nicht Screenshot mal. Oh nein. Oh. Gut. So. Oh, das ist timing-technisch echt beschissen. Ich lasse mich jetzt einfach noch früher fallen. Macht das Sinn? Komme ich da eigentlich hoch ohne Probleme irgendwie? Oh, versuchen wir es nochmal. Bam, bam, badam, bam, badam, 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 babam, bam, bam, dum, 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 dum. We can do it, we can do it, we get the flower. Du musst exakt nach 0,34 Sekunden abspringen. I see. Abgesprungen. Oh. You fucking kidding me. Ey, komm. Das war so close. Das war ja... Oh, er will den Apfel hier haben. Und dabei ist er gestorben? Oh no. Lautest. Dankeschön. Bunke, 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 bunke. God damn it. So. Was wissen wir bisher? Was ist gerade der Plan? Also, der eigentliche Plan ist, jetzt diese Blume zu bekommen, weil wir ja auch wollen, dass der Maloisis-Typ, der seine Frau da eingesperrt hat, die Claudia, und auch für die ganzen Tode, Selbstmorde da jetzt verantwortlich ist, dass der von der Wahl zurücktritt. Und wir wollen ganz gerne den netten Bauernboy, der uns immer regelmäßig begrüßt, den wollen wir ganz gerne zur Wahl stellen. Weil die Priesterin auch gesagt hat, wir können ja auch jemand anderen vorschlagen. Und ja, das ist jetzt im Moment der Plan. Und ich hoffe, dass wenn ich die Blume einfach für ihn hole, dass er vielleicht sagt so, ey, du hast einen Gefallen getan und ich finde eigentlich die Idee, diese ganzen Bums hier zu leiten, finde ich ganz gut. Und das ist zu früh. Okay. Und das ist jetzt gerade mein Plan, in der Hoffnung, dass, wenn ich ihm Gefallen tue, ich da ein bisschen weiterkomme. Aber eigentlich dachte ich, ich finde ein paar Geheimnisse raus zu dem Meloisius, damit man ihn stürzen kann. Aber das kam jetzt halt so als nächstes. Da, hier, wie heißt er? Galerius. Ja, Galerius. Galerius wollen wir, dass der zur Wahl steht. Aber wir brauchen noch ein paar Gerüchte oder halt Geheimnisse über der aktuell zur Wahl steht. Oh, ich hasse alles einfach. Wie soll man das denn machen? Das ist so richtig dumm. Das ist timing-technisch beschissen und jedes Mal muss man 350 Kilometer drumherum rennen. Ja, aber was wissen wir noch? Wir wissen, wie wir Julia auf jeden Fall retten können, aber das haben wir ja jetzt schon gemacht, ne? Was ist denn, wenn der Tag sich eigentlich wiederholt? Weil, doch, wir haben es permanent. Okay, wir können Julia also immer retten, wenn wir es brauchen. Aber wir müssen auch den Ulpius, der sich von oben vom Tempel in die Villa stürzt, den müssten wir auch irgendwie retten. Komm schon. Oh Mann! Alter, ist das dein scheiß Ernst? Halt dein Maul, such mich. Ich muss diese scheiß Blume kriegen, aber es ist einfach nicht möglich, weil das total der dumme Kack ist. Einfach wütend. Einfach wütend auf eine Blume sein. Kann man nicht von dem Wasser auf den Felsen klettern? Hatte ich das nicht gerade versucht? Aber ist das hier nicht der Sinn? I hate it so much. Ich glaube, der Sinn ist ja auch eigentlich, dass man sich da genau drauf dropst, weil, guck mal, so richtig geil mit raufkommen ist hier nicht.
Ich glaube, der Plan ist schon, dass man da richtig drauf fällt. Der Sprung ist schon arg nervig. Ja, super. Das ist richtig dumm. Jetzt habe ich... ey. Kann ich von hier eigentlich ausrutschen? Nee, ne? Nee, das wäre natürlich auch viel zu cool gewesen. Ich laufe lieber 80.000 Mal dieselbe Runde. Ja, aber im Grunde wissen wir ja so ungefähr, was hier abgeht. Und wie wir... Hate you so much. Habt ihr irgendeine Idee, wie wir sonst noch mehr Geheimnisse über den eigentlichen Dude da rausfinden können, damit wir ihn von der Wahl entfernen können, damit er halt nicht gewinnt und dann die goldene Regel bricht und alle hier sterben? Das wäre halt richtig cool. Drücken, wenn der Tipp erscheint. Ich habe das Gefühl, der erscheint die ganze Zeit, oder? Das Ding ist, dass das halt auch so super spät reagiert. Das macht mich richtig wütend. Das macht mich so wütend. Das ist einfach nur dumme Scheiße. Ja, nee, versuche ich halt 80.000 Stunden. Er hatte einfach nicht Angst. Das ist nicht der Grund, was er hat nämlich auch wahrscheinlich 50.000 Mal versucht, da raufzuspringen und gemerkt, so, oh shit, das kriege ich auf gar keinen Fall hin. Komm schon. Oh, das ist doch so knapp. Das ist doch so knapp. Komm, das hättet ihr mir echt schenken können. Da diesen kleinen Fitzelmillimeter, dass man sich da nicht umdrehen kann und danach greift nach dem Felsen und dann so, hopp, bin ich raufgesprungen. Fast direkt drücken hat mir ja auch nichts gebracht. Da falle ich ja direkt runter. Mann, ey. Er sieht durch ihre Augen. Wer denn? Komm schon. Yes! No! Don't you just love springtime? Nein, ich liebe es nicht. Halt deinen Mund. Du musst eine scheiß Blume holen. Das ist aus der Hölle, die ganze Kacke hier. Ist halt nur Ursula Croft und nicht Lara Croft. Das ist korrekt, ja. Oh mein Gott. Oh, und ich habe mich gerade so gefreut. Ja. Ich mach das hier jetzt einfach super stumm. Was soll der Scheiß? Ey, ich war doch schon drauf. Come on. Nein, zu viel. Oh, ey. I hate it. I fucking hate it so much. I hate it. La 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 la. Don't you just love springtime? Nein. Sag nicht immer dasselbe. Nerv mich nicht. Lord Charles. Thanks you. Ich hasse diesen Piss. Fuck you. Ey, der soll seine Scheißblume. Er hört durch ihre Ohren zu. Ist mir doch egal. Der soll mir lieber die Blume geben. Wer auch immer er ist. Ich will vor allen Dingen wissen, was Dullys Schatz ist. Und ich will unbedingt auch endlich eine Waffe haben, damit ich da in diesen Kerker kann und da in dieses komische, was auch immer... Oh, zu spät. Was auch immer es ist, was einem da entgegenrennt, damit man das töten kann. Ich möchte halt wissen, was da abgeht. Und ich will halt auch unbedingt mit dieser Claudia reden. Aber ich weiß nicht, wie man die knackt. Dass man... Oh, ich bin durch Feuer gerannt. Geil. Dass sie halt sagt,
warum ihr Mann sie einsperrt im Schlafzimmer. Man könnte doch so viel Stuff gegen ihn bestimmt rausfinden, aber wie? Zu früh. Ich hasse alles. Ich werde auch einfach gerade ungeduldig. In der Hoffnung, dass ich es irgendwie einfach hinkriege. Zähl bis 0 und dann. Ja, im Grunde, wenn man halt auch runterguckt und denkt, jetzt müsste man abspringen, man muss genau dann quasi eine Sekunde vorher abspringen, gefühlt. So. Yes. Yes. Nein! Wieso? Warum rutscht sie denn beim Aufstehen runter? Was ist denn das? Was ist das? Warum rutscht sie beim Aufstehen runter? Steigt man automatisch ab, wenn man am anderen Ende ankommt? Ja. Halt dein Maul, Mann. Ich versuche deine Kackblume zu besorgen, du Arsch. Nur damit du als neuer Bewerber da dich wählen lassen kannst. Mann, das nervt mich. Komm schon. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht euer Scheiß Ernst sein, dass das auch... Vor allen Dingen, ich bewege mich halt nicht. Wenn sie drauf landet, bewege ich mich nicht. Das ist durch die Aufstehanimation, rutscht sie halt einfach runter. Das kann doch nicht sein. Was bedeutet, ich muss dann noch früher abspringen? Was aber auch bedeutet... Oh Gott. Komm schon. Oh Gott, ey. Vor allen Dingen, ich gucke halt nur runter und ich drücke sofort B. I press it. Right when it happens. Oh Gott, ey. Ich will einfach nur diese dumme Blume. Ich will diese dumme Blume in sein scheiß Gesicht drücken. Das ist die dümmste Quest auf der ganzen Welt. Früher. Ja, früher ist mir schon klar. Nein, man kann nicht von der anderen Seite auf Seil. Habe ich auch schon versucht. Oh, Alter, ich krieg ein Kriesbrett. Er hört durch die Ohren zu, sie weint, wo das Wasser fließt. Was denn noch alles? Erzähl mir mehr. Statuen der Flüstergruppe. Ja, und bei euch so, wann habt ihr das letzte Mal eine Blume gepflückt und seid von einem Seil ins Wasser gesprungen, gefühlt 80.000 Mal, nur damit irgendein Dude happy ist? I did it. I did it. I did it and that's it. Oh, guck mal, aber auch so, so super knapp. Das war jetzt auch mehr Glück als alles andere gefühlt. Oh, ein Gott. Ein Glück. Ein Glück. La 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 la. Ich hab deine doofe Blume. Wo bist du? Willst du mich nochmal fragen, ob ich Frühling mag? Frag mich nochmal, ob ich Frühling mag. Wo bist du denn jetzt? Where you at, boy? Steht er wieder bei Dulli? Oh, gibst du ihm die Blume? Nee. Moment, halt. Stopp. Ah, it's you again. Ja. Hope you're settling in, friend. Now, what's on your mind? Ich hab deine Blume. Brilliant! You did it! Yes. Well done! This is going to make her so happy. Who? Equitia, I mean. Now I just have to figure out how to give it to her. What I really want to do is walk up to her, give her the flower, and confess I've been madly in love with her since the moment we met. But on the other hand, I can't shake the feeling that the consequences could be terrible. Was kann im schlimmsten Fall schon passieren? You mean aside from her execution? You see, Equitia is a Vestal priestess, meaning she's taken a vow of chastity, the breaking of which would be an extremely serious affront to the gods and a capital offense. Even if she was just suspected of being unchaste, it could lead to her execution. Unchaste Vestals get buried alive. Oh, and I'd get flogged to death for good measure. Darf man das? At the same time, she's just so kind and graceful, and I feel so much love for her that if I don't tell her, it'll burn a hole in my chest. I don't know what to do. What do you think?
What would you do? Ich denke, ihr solltet sagen, wie ihr euch fühlt. Verdammt seien die Konsequenzen. Ich denke, ihr könntet sie diskret aus der Ferne anhimmeln. Wenn ihr sie wirklich liebt, müsst ihr über sie hinwegkommen. Ich bin kein Beziehungsberater. Das ist ja alles doof. Also, wenn er einfach sagt, wenn er sagt, dass er sie verehrt, gehen beide drauf eigentlich. Weil sie darf keine Beziehung haben und er wird dafür getötet. Nun, was soll ich dir sagen? Bringt es was, dass du dafür stirbst, wenn da keine Zukunft ist? Ist meine Frage. Ich denke, ihr solltet ihr sagen, wie ihr zu euch fühlt. Verdammt seien die Konsequenzen. Das ist natürlich jetzt schwierig. Kennt sie dich überhaupt? Weiß sie, wer du bist? Ist das alles ein bisschen risky? Riskierst du alles für dein Ich finde dich toll Blume oder was? Ach, komm. I've told myself that 100 times, but I just can't stop thinking about her. But you're right. I just hope I have the strength. I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. And that's good enough for me. So. Gladly. Ich möchte jetzt gerne gehen. Weil auch deine Sprachbox wird nicht mehr unten angezeigt. Und das verwirrt mich auch auf sehr vielen Ebenen. Hallo. And may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Ich habe Leute befragt, wie sie hier gelandet sind und versucht, ein Muster zu finden. I'm not sure why you're telling me, but you've come to the right person. Naja, nun. Did you find a pattern then? What have you noticed? Einige Leute erwähnten eine Begegnung mit einem Fremdling am Flussufer. Yes, I also had such an encounter. What else? Das ist alles, was ich bemerkt habe. There are definitely some common threads there, but I think we'll need at least a few to ensure we're not just seeing coincidences. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Okay. Olivia's fate weighs heavily on my mind, and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Archie Voodoo, hallo. Und Dankeschön. Schön, dass du seit 4 Monaten hier bist. Okay, so. Oh shit, oh nein, jetzt habe ich das getriggert. A man arrived in the baths. You have to do. Wie? Ich habe keine Waffe. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. You just have to improvise. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. What? So, alles was der hier, wenn ich hier hingehe, kommt ja der Dude mit dem Pfeil. So. Mit wem haben wir denn noch Make nicht? sure you stay away from that empty shrine. It's going to collapse at any moment. I will stay away from that empty shrine. No worries. I promise. Was geht denn hier? Thelius vollzog hier eine Orgie mit 4 Frauen und enttäuschte alle gleichermaßen.
Öffentliche Gemeinschaftstoiletten, diese Löcher sind wohl für die Verwendung. Achso, okay. Vergesst nie, dass sie alles beobachten. Oh boy. Ich gehe mal kurz hoch. War ich gefühlt noch nicht. Okay, ja, danke. Ein Springbrunnen, der frisches Wasser produziert, welches vom Aquädukt dahinter zum Brunnen geleitet wird. Okay, ich brauche aber mehr Stuff. Informations, please. Ach, hier sind wir wieder. I see, okay. Ich bin ein bisschen ratlos gerade, was wir tun sollen. Um ehrlich zu sein. Oh. Wir müssen alle freundlich sein, um zu überleben. Wurde geändert zu, wir müssen alle vernünftig sein. Daraus wurde, wir müssen alle gehorchen. Und das wiederum wurde geändert zu, wir müssen alle... Was sagt denn... Okay, guck mal, das ist doch schon mal... Ein tugendhafter Mann. Wenn Galerius zum Magistrat gewählt wird, kann er Duli aus der Zelle befreien. Überzeuge Galerius davon, als Magistrat zu kandidieren. Das finde ich schon mal ganz... Hallo, ich wollte das auswählen. Wie kann ich denn ihn davon überzeugen? Galerius sagte, wenn Malleolus ausscheidet, wird er sich selbst nominieren. Ich muss für ihn die Mehrzahl der Wähler... Okay. Wie kriegen wir denn Galerius... ich meine Malleolus. Wie kriegen wir den weg? Finde einen Weg, Malleolus aus der Wahl... Da. Das hier sollte ich vielleicht als erstes mal machen, ne? Er muss irgendwelche dunklen Geheimnisse... Okay, wir brauchen dunkle Geheimnisse. Wir brauchen dunkle Geheimnisse. Haben wir schon versucht, den Attentäter in den Schrein zu locken? Der Attentäter, der tötet uns sofort. Der tötet uns. Der macht einfach tot. Tot. Hattest du schon... Nee. Ah, stimmt. Ich könnte den Bogenmann... Weil so wie es aussieht, muss ich halt eh alles nochmal ein bisschen neu starten, weil ich gerade in so einer kleinen Sackgasse bin. Und ja auch mal ausprobieren will wegen dem Schlüssel und so. Ich kann halt einfach mal alles jetzt austryen. Wollte gerade sagen, Questliste mal ganz unten scrollen und mit dem weitermachen. Yes. Wir brauchen dunkle Geheimnisse von dem Malutius. Malleolus. Malalololo. Wie heißt er? Malleolus. Die Tür ist verschlossen. Aha. Okay. Oh, kommt man hier durch? Nee. Verschlossen. Lord Charles! Bitsy Boy. Thanks you. Ich rutsche hier einfach mal runter. Was soll's? Was soll schon passieren? Hui! Trägt mich das? Ich glaube nicht. Aber da ist Geld. Oh no, jetzt... Komm schon! Okay, ich dachte schon, ich komme nicht mehr rauf. Ja, sie weint, wo das Wasser fließt. Ich weiß. Holy shit. Das ist ja alles hier riesig. Erstmal Geld gefunden. Mega gut. Alter, der Hype-Train ist unterwegs. Was geht ab? Tschut. Was Seraph sagt? Was sagt er denn?
Alles ausloten, das ist das A und O im Spiel. Quest erst am Ende anpacken. Okay. Dunkler Seraph. Schön. Hype. Also erstmal hier alles angucken, oder was? Alles Mögliche. Ja, mal so ein bisschen, wenn man dann so alles weiß und mit allen geredet hat, dann bin ich immer noch mehr lost, habe ich das Gefühl. Weil man dann so viele Informationen hat. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man dann einfach sich ein bisschen raussuchen kann, was man als nächstes angehen will. Oder vielleicht erschließt sich das ein oder andere ja auch. Den finde ich ja richtig doof hier, ne? Ja, also. Holy. Listen, I don't abduct women. They come to me. And they keep Dankeschön. if you know what I mean. Was? Hört mal, ich entführe keine Frauen. Sie kommen zu mir und sie kommen immer wieder, wenn ihr wisst... Oh, fuck you, oh Gott. Ich glaube, ihr verheimlicht etwas. Danke, Cyberfish. Du hast wie viele? 5 Abos verschenkt. Holy moly. Holy moly. Ist mega nice. Mega nice. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Malleolus, of course. Ja, Malleolus. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? Hm. When Malleolus wins the election, yeah, this place will change. You won't even want to leave. You'll see. Whatever. Just remember, I'll be watching. Ja, ja. I'll be watching you. Will der mich eigentlich immer noch rauskicken? Oh, der ist nicht mehr hier. Ist ja da hinten. Ist er immer noch grantig mit mir? Hallo. Get out of my villa before I have Domitius throw you out. Mein All right, Gott. now you've crossed a line. Get out of there. Wie? Hier? Wenn ich hier hingehe? Habe ich eine Line gecrossed oder was? Ich hab deine Vase. Guck mal. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Get out before I have Domitius bash your skull in, fool. Fool? Erzähl mir mal lieber, was du mit deiner Frau machst, warum du die einsperrst. Erzähl mir das mal. Kann ich da eigentlich nochmal hin? Und sie fragen? Redet sie jetzt mehr mit mir vielleicht? Sie waren ja immer noch. Get out before I have Domitius throw you out. Rede mal mit mir. Why are you still here? Weil ich, The dainty little thing from next door? Ja. Of course not. As much as I despise her father, I would never lay a finger on that poor, sweet child. Well, I've had quite enough of this. Domitius, come quickly. We're being robbed. Hä, bist du dumm? Wie doof sie ist. Als wenn ich die beklaue. Dann kommt doch die goldene Regel und alle sind tot. Okay, also. Der macht doch bestimmt hier noch Liegestütze, ne? Ja, der kommt nämlich gar nicht. Der macht nämlich schön hier Liegestützis. Fresh meat, huh? Ne. Ave. Aber kann ich mit dir noch mal reden? Ah, you've returned. Do you have any news about your investigation? Nee. Ich hatte gehofft, euch ein paar Fragen. Ich möchte, dass ihr Duli fragt. Ja. Releasing him is out of the question. Warum? That man is a liability we simply cannot afford. Aber perhaps you're not aware he was caught multiple times sneaking around in places he should not have been. Was genau hat er getan? Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you that is not the case. You may not be aware of this, but it was not so long ago, during the Republic, the law of the 12 tables would have required that he be killed as soon as he was born, owing to his deformities.
Here we see to it that he has food, water, and shelter, and most importantly, he is able to continue living. A privilege that would be taken away from all of us were he to be released and commit the crime of trespass. The man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible rule breaker. I will not jeopardize the lives of my people so that one man can go free. Now, was there something else? Ask then. Schade. Diese Fragen werden später verfügbar. Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen. Gibt es... Good. Now, was there something else you wanted to discuss? Was ist eure Geschichte? Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Is my name, though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians. Was ist ein... Wie seid ihr... It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. I see. As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you, so it seemed prudent. My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. Okay, alle haben auch ein Riesenfeuer. I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Very well. Ich rede nochmal mit seiner Tochter. Weil mit der habe ich ja auch noch gar nicht erzählt, dass ich ja mit der Julia gesprochen habe und so. Liegt sie da? Nee. Ist sie im Zimmer? Bin ich dran vorbeigelaufen? Ah, yes. I wish Horatius would stop letting barbarians in here. Ach ja, du warst ja so anstrengend. Oh, mein Gott. Oh, you heard about her disappearance, I take it. Oh, really? That commoner in debt bondage next door thought he could win over a magistrate's daughter. That's awfully bold of him. I can see why she worked so hard to keep it a secret. Quick, go and find him and ask him what he knows. Oh, I see. Well, it was worth a try, I suppose. Just promise me you won't give up on her. Ich verspreche es. Thank you. Okay, das hat auch nicht so wirklich geklappt. Ein wenig overfragt. Ist das die dümmste Tür der Welt eigentlich, wenn das hier offen ist? Warum ist da eine Tür, wenn es hier... Entschuldigung. Können wir kurz über dieses Design des Hauses sprechen? Weil das hier macht Sinn. Das ist eine Wand. Und... Jas, Platz 1 XD. Doch, Charles. Platz 1. Für den Ausblick, okay. Aber mal ganz im Ernst, das bringt ja nun wirklich nichts. Rein gar nichts. Jo.
So, dann rede ich jetzt nochmal mit der Priesterin. Und dann trigger ich nochmal den Bogenmann, oder was? May Apollo keep you safe. Danke. Kann ich mit dir nochmal über irgendwas sprechen? Feeling alright? Schade. That's a shame. Ja. Und der Julia kann ich ja auch nichts Neues erzählen, weil Dings ja... Oh no. Du hast es schon gehört, ne? Oh, it's you again. Is everything alright? Sie wurde bisher irgendwas zu R gesagt, war der nicht wichtig. Bisher habe ich kein R gehört. Der hat ja auch gesagt, also das, was er ja gesagt hat zum Beginn, ist ja, dass er hat sich ja da erhangen, weil er immer wieder in einem Zeitloop feststeckte und nicht herausfinden konnte, was man machen muss. Und egal, was er gemacht hat, irgendwie so war ja das, was er gesagt hatte. Also was in dem Brief stand, den er da hinterlassen hat. You mean my life story? Oh, well, I grew up as part of a big family in Rome. Me and 3 older sisters. Our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me a job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while, until 7 months ago when the fires came. My colleagues and I worked desperately to try to protect our warehouse. We must have had 100 workers passing buckets of water, chanting prayers to Vulcan, but they fell on deaf ears. The fire was relentless and it claimed everything and everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber with the crowds. I remember diving into the river and then... The next thing I knew, I was waking up on the riverbank not far from here. Thank you. But to be honest, sometimes I think dying in that fire might have been a blessing, given what's happened since. Our priestess, Equitia, once told me it's the god's way of creating a city without sin. But if that's the case, then whichever god is responsible for it didn't think it through. I mean, all it really does is make bad people better at hiding their sins, and good people too frightened to stand up for themselves. I've seen Malleolus, Claudia, and Domitius make grown men cry. Romans, they don't cry easily. They've never physically hurt anyone. But the point is, they don't have to. They've got people running scared because everyone knows Malleolus is the favorite to win today's election. Really? Then I hope fortune smiles on you, friend. Du nicht ein bisschen Gossip über ihn? If that's your idea of a joke, it's not funny. Go away. Oh, Entschuldigung, ja stimmt, das war ein bisschen doof von mir jetzt. Okay. May Apollo keep you safe. Aber alle haben ja auch das Feuer erwähnt mit dem Fluss. Wo ist denn eigentlich die Priesterin? Ist die noch da? Bei Dilly? Dilly? Nee. Ist die vielleicht wieder zurück in ihrem Haus? Ja, und er war ja... Oh, da ist sie. Ja, voll. Ich will dir... Da. And did you notice anything? A pattern? Yes. I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived here? Ja. And did you happen to catch her name? Ja, Karen. I see. And was this Karen by any chance wearing a hood? Sie hat einen Kapuzenpullover getragen. Woher wisst ihr das? Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Okay. Hier ist es nicht sicher. Ein Meuchelmörder ist gerade eingetroffen. What?
could you know that? And why are you talking to me instead of doing something about it? Please, go and stop him and come back to me once we're no longer in danger. Wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, wie ich ihn aufhalten soll. Meine Stimme bricht. Dann versuche ich es halt einfach nochmal. Versuche ich komplett das Gegenteil von dem, was ich davor gemacht habe, oder was? I try it. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Ich lüge ihn an. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now. Aha. But you'd best make sure our paths don't cross again. Okay. Und jetzt? Ah, okay, jetzt wird er gematscht. Filthy, lying degenerate. Was steht denn hier? Mega gut. Haben wir das auch mal abgehakt. Auf Befehl von Kaiser Nero. Alle treuen Söhne Roms werden angehalten, den Brandstifter und Mörder Tiberius Quinticus Crispus, ein Bürger aus dem Aventinbezirk Roms, aufzuspüren und zu töten. Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, er ist durchschnittlich groß, durchschnittlich gebaut, hat dunkles Haar und grünes und ein blaues. Oh, er trägt für gewöhnlich keinen Bart. Oh mein Gott. Das ist Dingsbums, Maloitsky. Holy Schnitzelface. We did it. We did it. We did it. Frage. Ah, okay. Aber jetzt kann ich auch hier rein, endlich. So nice. Oh nein, das speichert, lädt, was auch immer. Ich will erstmal hier alles auschecken. Jetzt kann ich endlich rein. Wie ist der denn hier? Wieso ist der denn hier rein, durch, wie auch immer, gekommen? Wie geil. Ich bin gerade voll happy, dass das geklappt hat und dass ich so dumm war und nicht vorher schon drauf gekommen bin. Ach, hier ist das. Ach so. Ach so, deswegen ist er da. Aber wir sind nicht da durchgekommen, oder? Ist ja abgefahren. Nice. Jetzt kannst du endlich den Zombie angreifen. Oh yeah. Hehehe. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. I like it. I like it. I like it, like it, like it. Ey, ich hab ihn beseitigt. Hallo. I take it you've cleared the way to the baths? Yes. Follow me. But Okay. don't follow too closely. Okay. We can't have people thinking we're bathing together. Auf gar keinen Fall. Wir gehen nicht zusammen baden, Leute. Auf gar keinen Fall. Don Leon. Hallo. Guten Abend. Holy Schnitzelface. Jetzt kannst du. Ich will jetzt alles auf einmal machen. Ich habe das Gefühl, es ist gerade der mega Fortschritt gewesen. Oh, jetzt lädt das hier. Was machen wir jetzt eigentlich? Warum gehen wir hier hin?
Aber bitte nicht mir den Kopf unter Wasser halten. Okay. Jetzt reden wir hier super secret. You're here. Ja. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Ja. Here. Look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in this light. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. Ah. But do you see it? Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded figure with a coin. It's just as you described it. Only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't Karen. It was C-H-A-R-O-N, as in Charon, the ferryman of the dead. Charon, who in exchange for the right coin, helps the souls of the newly deceased cross the Styx, the river that separates the land of the living from the land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry. I take it you know what this means. Mhm. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions, so I'll try to answer them if I can. Okay, That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. Reden wir ein bisschen über Karen. Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman, or even Greek, you would know these stories. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Charon's obol, we called it. Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. Mhm. Okay. Warum habt ihr alle Karen nicht gleich erkannt? To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described, and he, she, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman named Karen with a hood, and I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Kerti, and Rufius described meeting a stranger named Kumut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took, they were always wearing a hood of some sort, and their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. Das heißt, ich muss noch mehr sterben. Oh, what? Warum gibt es so wenig Menschen in der Unterwelt? Good question. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across the river. But that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here, but so many others did not. Wolltet ihr das vor mir verheimlichen? No. I mean, I had my suspicions, especially after Livia's ramblings,
but I would never have figured it out without your help. I promise you. Okay, okay. Hallo Peter. Na? Schön, dass du da bist. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it if we don't want to be cast into gold for eternity. We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options: to confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Uiuiuiui, okay, was geht jetzt ab? Können wir nicht einfach auf dem gleichen Weg entkommen, wie wir auch hergekommen sind? Mir ist aufgefallen, dass ihr es vermeidet, den Gott der Unterwelt beim Namen zu nennen. Erzählt mir mehr darüber, den Gott der Unterwelt direkt zu konfrontieren. Verratet mir mehr über die Flucht mit dem... das hier. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the Golden Rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld, but he was a demigod. Forgive my candor, but you are no Hercules. Ja, Entschuldigung. Herkules konnte die Zeit nicht manipulieren. Are you telling me that you can? Ja. I won't pretend to understand exactly what that means, but if that's true, then perhaps you stand a chance. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Okay. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules one day. Ey, Ursula und Hercules, same. Audience with you-know-who. And for that, you'll need to enter the great temple overlooking the city. The problem is, the door has been sealed shut for as long as I've lived here, and there doesn't even seem to be a keyhole. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. I'm not sure if you noticed, but there are 4 plaques missing from its base. It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them, and in doing so, dishonored and angered our divine keeper. If you could recover and replace all 4 of those missing plaques, I imagine he might be willing to receive an audience again. Aha, okay. Also das nächste Ding ist, nicht nur noch mehr Geheimnisse über den einen Dude rausfinden, sondern auch noch 4 Tafeln. Was könnt ihr mir über den Obelisken erzählen? Towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple, a dedication to the god of this place. You'll find them all over Rome, but of course they were looted from Egypt many years ago. It seems one of them made its way here too, although how is a mystery. However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in a different style: Roman, Greek, Egyptian, and another I don't recognize. That means you'll need to recover 4 different plaques: Roman, Greek, Egyptian, and a 4th, a mystery plaque. Oh, holy shit. Good question. To answer that, we first need to ask who would have defaced the obelisk in the first place. It would have had the god's name engraved into it, so it may be that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. And there's only one group of people I know of who might want to do that. There's a cult in Rome that often argued there is only one true god. Theirs, of course. They've been known to start fires, as well as deface religious monuments whose existence challenged their beliefs. If I were you, I'd go looking for them. Of course, they've all been in hiding since the fire last year, so finding them won't be easy. But I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the city. Perhaps, if you could find that, you might be able to recover the Roman plaque. Okay. I don't know.
But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His store is in the forum. Ja, I know. Perhaps Kabash, our Egyptian resident, will be able to tell us. Unfortunately, he disappeared. Ich wollte gerade sagen, ich habe mit keinem Kabash gesprochen. Aurelia is peddling rumors about him at the tavern. So, perhaps you could talk to her. Or just take a look in his room. I'm afraid you're on your own with that one. But perhaps finding the other three will illuminate the way. Okay. It's a reasonable question, but the problem is, this place is fairly well designed to keep us here. There's no way to climb up the shaft. And even if you could build a ladder big enough, just trying it would break the golden rule. We know that, thanks to the writings left behind by those who've tried. All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. I see. You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only be calling attention to yourself. Do so at your own peril. It's okay to try. Hallo. Erzähl mir mehr über die direkte Konfrontation mit Pluto. Is everyone so blunt where you're from? Ja. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the golden. Achso, das habe ich ja schon gefragt. Das habe ich schon gefragt. Ich habe einfach Asse im Ärmel. I'll admit, you do seem different to anyone I've ever met. And even that lamp of yours looks like something Prometheus might have stolen from the gods. Ja. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules. But Yes. the problem is, Ja, das hast du mir alles schon gesagt. Ich bin nur einfach dumm. So, verratet mehr über das hier. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. Also ist sie vielleicht bereit, gegen ihn zu arbeiten, um uns zu helfen. If the stories are true, then I suppose so. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? Hin und wieder höre ich, wie die weiblichen Statuen mir etwas zuflüstern. Truly? And you're only bringing this up now? Ja, Entschuldigung. And again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of thing does it say? Es ist stets dieselbe Stimme. Sie ist hilfreich, wenn auch etwas kryptisch. Fascinating. Perhaps she's a benevolent spirit. Or perhaps... Perhaps you're hearing the voice of Proserpina herself. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Vielleicht, sie sagte, wartet gegen die Strömung und ihre Tränen fließen durch die Stadt und sie weint, wo das Wasser fließt. That is strange. There are no rivers here. Let me think on that. Okay. Vielleicht muss ich irgendwie an die obere Zisterne gelangen. Ich hatte wirklich gehofft, dass ihr mir sagen könntet, dass ihr... Right, because the current flows into the city through the aqueduct and into the upper cistern. I vaguely recall wondering what was in there, but the door at the back of the great temple is locked up tight. Ja, das habe ich schon gesehen. You might be able to get a key from the magistrate. But if that doesn't work, perhaps you can find another way in. Let me know if you find anything in there. Alright. Right. I would suggest not discussing this with anyone. The best we can do for them is to let them remain oblivious for as long as possible. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time.
Perhaps it would comfort her to know she's not alone. Ich werde zuerst, ich werde mich erstmal hier mit ihr unterhalten. Time is of the essence, so you'd best begin. May Fortuna guide you. Although you may not need her with Proserpina on your side. Okay, rennt sie einfach weg, oder was? Okay. Nice, wir haben richtig viel oh, hoppala. Ich habe natürlich keine Waffe dabei. Hab niemand gesehen. Wir haben richtig viel Fortschritt gemacht, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt nochmal so einen krassen Sprung macht. Das ist mega gut. I love it. Das ist richtig, richtig gut. Ich fühle mich jetzt auch nicht mehr so ein bisschen lost und nicht mehr so ratlos. Das ist auch sehr gut. Jetzt hängt's wieder. Hat sie super viel Perhaps gesagt. Wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen oder nicht so mitgeschnitten, dass sie so super viel Perhaps. Wovor hast du Angst? Du bist die Einzige mit einer Waffe da. Achso, nee, ich hab nur Angst, dass mir hier jemand wegnimmt. Dass die sagen so, ey, die müssen wir hier alle wegschmeißen. Du musst sie auch jetzt wegschmeißen. Ich weiß nicht, warum die Person lispelt, die das mir sagt, aber sie lispelt. Kann ich hier... Oh mein Gott, ich finde überall Money. Oh. Das ist jetzt wieder dieser... Oh. Was geht da ab? Hallo? Hallo? Ist das Julia? Nee, das ist nicht Julia. You there? I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Die Statuen erwachen zum Leben und schießen mit goldenen Bogenpfeile auf sie ab. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. Aber was haben wir davon? Without the drawbacks, we are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Ich denke, die goldene Gans ist als abschreckendes Beispiel gedacht. I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Are you interested or not? Ich verstehe halt nicht, was das soll, um ehrlich zu sein. Was bringt das Gold? Man kann ja hier auch einfach... Nee. Oh, I'm not suggesting we use such a bow on people. There's no profit in breaking the golden rule. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? I don't know. I have a plan. But first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Nein. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Einen goldenen Bogen? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you know what. Aber ihr wollt, dass ich ihn stehle? Oh, gods no. If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original.
It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Warum kann ich ihn nicht einfach nehmen? Warum könnt ihr das nicht selbst machen? Ist das nicht ausgesprochen gefährlich? Warum kann ich ihn nicht einfach nehmen? Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Es geht um Götter, nicht um... Prometheus wurde auch für alle Ewigkeit bestraft, wenn ich mich richtig erinnere. Only because he was silly enough to get caught. Warum könnt ihr das nicht selbst machen? I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. So, are you in, partner? Nun gut, ich werde es tun, aber nennt mich nicht euren Partner. Wenn du keine Aktion oder Horrorelemente sehen möchtest, ist das eher nichts für dich. Ich verstehe halt noch nicht, was der Sinn... Ich will ihn halt noch nicht unterstützen. Das ist so ein bisschen... Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh, es ist die Wahl. Ach du Scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Say it. Speak its name. Okay. Die Unterwelt. Then it is true. I was right. Sieht so aus. I thought I saw it, but when the rest of them could not, I kept thinking I must have gone insane. I had to tell myself it was true over and over again, until I wasn't sure if I was deceiving myself. I must apologize if my words seem cryptic. I'd found comfort in reciting the Metamorphoses by our great poet Ovid. He gives such an uncanny description of this place. I cannot help but wonder if he himself came here. Would you like to hear it? Yeah. I will do my best to remember the relevant verse. There is a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. The sluggish Styx exhales vapor, and by that way, the shadows of the newly dead descend, entombed with full rites, and the ghosts of those, at last, given proper burial. The wide, thorny waste is cold and pallid, and the newly arrived shades are ignorant of the road that leads to the Stygian city, where Black Dis has his cruel palace. As the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, and is never too small for any populace, nor notices the crowds that come. There the bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. And still others incur punishment. I hope I have done it justice, and now we share a secret. It's as if you've lifted a great burden from my shoulders. Thank you, friend. I think I should rest. Ja, man sehr viel. Okay, soll ich jetzt mal gucken, was bei der Wahl ging? Sie wird euch führen. Wo findet denn die Wahl statt?
Ich höre reden. Wo findet die Wahl statt? Bin ich verwirrt? Ich glaube ja. Wo muss ich hin? Es hörte sich so an, als wenn das da ist. Beim alten Tempel. Oben? Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt hin? Ich dachte, die Stimmen kamen von da. Bin ich doof? Ja. Aber wo ist der alte Tempel? Ah, mit der Arena. Danke, 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 danke. Ja, gut. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. It's real! The many shall suffer for the sins of the one. Holy shit. Oh, jetzt werde ich schon wieder angeschossen. Oh, wie viele Pfeile darf ich eigentlich? Mal schnell. Schnell. Nice. Okay. Was jetzt los ist, naja, der Domitrus, der Gladiator, der ja auf der Seite von Malutius ist, hat ja vorgehabt, die Namen, ne? Den Santi Boy umzubringen. Sentius. Der wollte den Sentius ja ermorden, sobald er gewählt wird. Und das ist jetzt ja passiert. Und dadurch, dass er vorhatte, jemanden zu ermorden, hat er die goldene Regel gebrochen. Und deswegen, ja, ist jetzt wieder alles resettet. Das ist, was passiert ist. Hallo, hallo, hallo. Oh, warte mal. Jetzt haben wir hier... Okay, Ursprungsort. Was ist das nochmal? Weg in den Palast. Wenn wir jetzt... Können wir jetzt vielleicht super schnell... Oh, Scheiße. Salve, friend. Mine? Hör mal kurz auf. Julia liegt im Sterben, aber Claria kann nicht helfen. Nehmt etwas davon und geht schnell. Ihr müsst Fabia davon abhalten, den leeren Schrein zu betreten. Julia? Oh no. All right, I can do that. Ihr müsst Fabia davon abhalten, den leeren Schrein zu betreten und den Neuankömmling sagen, dass er dort zu finden wurde. Das war's. Alright, let me see. Okay. Stop Fabia going in, but Ich kann... send the new arrival to the empty shrine. Ja. Understood. Ja. Okay, das war's. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Ich kann ihn schicken für alles, das ist mega geil. Jetzt kann ich schnell doch zu der Hütte. Jetzt kann ich doch schnell hier zu dem Dully Boy in die Hütte, weil ich ja den Schlüssel habe. Ja. Thank you. I am delighted and Aber das bringt nichts, wenn ich hier sie wieder überrasche, ne? I'm not supposed to be in here. Verzeihung. Ich weiß. I should hope so. Schade, ich hätte gedacht... Scheiße, ich hätte gedacht, dass ich irgendwie die erwische wenigstens. Aber das andere Ding ist, dass ich wahrscheinlich hätte hochgehen müssen zum Dings, ne? Ach, naja, gut. Wird nicht verfügbar sein. Okay. Dann gehe ich jetzt da hoch, oder was? Zum anderen Tempel? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich zu ihm sagen soll, weil alles, ich habe ja nichts groß rausgefunden, was helfen würde. Das ist ja das Dumme. Steht er da schon? Oh Gott, scheiße. Der steht da schon.
Holy shit, wie schnell soll ich denn das alles machen? Beim letzten Mal hat er aber länger gewartet. Nein, ich will nicht mit dir reden. I'm Octavia. I know. Welcome to life under the Golden Rule. It's a ghastly thing, is it not? All right, well. I can't believe this is how it ends. Oh Gott. Oh no, no. No, Okay, was sagen wir ihm? Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest? I know, please just... I'm sorry, but I just don't care. Please, Orpheus, help him. If he goes... Glaubt ihr wirklich, viel Glück... Thank you. Stoppt das sofort. Und spricht weiter. Out. Wherever you are, Scintilla, my love. Oh! I'm sorry. Orpheus, no! Ich wusste es. Wie soll ich Ihnen davon... That was not your fault. That was not your fault. I'll have to let... And I'd... God damn it, ey. Wie hätte ich ihn ab... Kannst du... Können wir kurz reden? I hope you're coping. Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Ja, stimmt. Sie könnte das gewesen sein mit dem Fisch da vorne, ne? Hinter der Dings. Aber ich finde auch die Idee sehr gut, dass man unten ein Trampolin hinpacken soll, wo er hinspringen. Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me. Hoffen wir es. If you like. Also seid ihr christlich? Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Ja, Geheimnis ist bei mir sicher. Oh, da war es mit der Tafel. Scheiße. Da, ich suche nach einer römischen Tafel, die vom Obelisken entfernt wurde. Even if I had seen it, and I'm not saying I have, I couldn't in good conscience give it to you. Aha. That's all I'll say. Vielleicht... nee. Nicht hier mit Blackmail machen. Oh, so soon? Well, be gentle on yourself. We're all dealing with a tragic loss today. Oh, was macht ihr da? Octavia zu bringen, geheimen Schrein zu begeben. Okay. Aber ich weiß doch, wo sie betet. Ich habe sie ja gefunden. Aber verfolge ich sie jetzt? Ich verfolge sie jetzt einfach mal. Vielleicht geht sie ja direkt hin. No one knows. Danke. Und dann ist eigentlich nur, dass man man braucht mehr Shit wegen Melolilus. Ich kann seinen Namen einfach nicht. Ich krieg den nicht in meinen Kopf rein. Ich habe ein Problem generell mit Namen. Also das brauchen wir. Geheimnisse oder halt Wahrheiten oder schlimme, was er halt für Dreck anstecken hat, damit er von der Wahl ausgeschlossen wird und Ulpius davon überzeugen, dass er nicht springt.
Melelelelele. Ja, es ist... Meloililus. Melelelelus. Meloil... Ach, I don't know, man. Aber es ist auch mega gut, dass wir halt die Aufträge jetzt so aufteilen können, dass wir nicht immer wieder alles machen müssen. Das ist sehr, sehr gut. I like it. I like it. I like it. Ich meine, ich bin auch der auffälligste Mensch, wenn es darum geht, irgendjemanden zu verfolgen. Als wenn sie das nicht mitkriegt, dass ich ihr hinterherlaufe, wo sie hingeht. Komplett absurd. Ich habe sie ja nur durch Zufall gefunden, aber trotzdem. Ah! Shit! Eine runde Steinscheibe, in die das Symbol eines Fisches eingemeißelt sieht aus, als könnte es religiöser Natur sein. Liebe deine Feinde und bete für diejenigen, die dich schikanieren. Gefolgt von du wirst den Löwen zum Fraß vorgeworfen, Kultist. Holzschnitzereien. Eine Holzschnitzerei, in die das Symbol eines Fisches eingraviert ist, sieht aus, als könnte sie religiöser Natur sein. Ja gut, das haben wir ja jetzt nun kapiert. Hey Girl. Ah, verdammt. Virgil hat Drohbriefe erhalten und muss verhindern, dass die Sache in Gewalt eskaliert. Heimlicher Verehrer. Nur wenn Galerius zum Magistrat gewählt wird, kann er Dully aus der Zelle befreien. Galerius sagte, wenn Maleolus heißt er, ausscheidet, wird er sich selbst nominieren. Okay. Ulpius ist lebensmüde. Ich brauche ihn lebend, wenn ich erfahren will, was er weiß. Herausfinden, wie man Ulpius davon abhalten kann, sich umzubringen. Frage Ulpius, wie Scintilla seinen Selbstmord finden würde. Verdammt, ey. Hattest du die Blume schon abgegeben? Ja, die habe ich schon abgegeben. Die hat überhaupt nichts gebracht. Ganz umsonst alles. Es ist Wahltag und Maleolus hofft, Sentius als Magistrat abzulösen. Ich werde ihn irgendwie aufhalten müssen. Frage Maleolus, ob er Alter, diese Namen. Sie entsprechen der Beschreibung des Ziels des Meuchelmörders. Finde einen Weg. Okay, vielleicht kann ich jetzt ja hingehen und dann frage ich ihn einfach erstmal. Wir machen mal erstmal das. Das andere ist ja irgendwie eine Sackgasse. Ja, oder diese ganzen Namen hintereinander, das ist jetzt auch nicht das Einfachste auf der Welt. Maleolus und oh, nee. Ja, das hatten wir alles schon. Bin nicht interessiert, nerv mich nicht. Ich sag jetzt einfach ja. Einen goldenen Bogen. Na los, das hatten wir alles schon. Ich habe keine Fragen. Aber nenn mich nicht Partner. If you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. Okay. And here we are, a gold leaf bow. Thanks. Gefälschter goldener Bogen. Ui, er ist winzig klein. Guck mal, kann ich dir einen Schnurrbart machen? Warte. Oh Gott. Schwerer als ich dachte. Oh no, ich wollte ihm nur so einen kleinen...
Kann ich das auch heben? Oh nein. Schade. Ich dachte, ich könnte ihm so einen kleinen Schnubbi machen. Naja, gut. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. May the God may not watch over you. Ich will noch mal kurz ihn hören. Oh nein. Talk to me. Please. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. I hear we have you to thank for saving Julia's life. I'm glad you arrived when you did. Ach, schön. Nice to talk to you. Danke für deinen super Accent. So, dann gucke ich jetzt mal, ob ich mit ihm... Ach so, wo geht es denn? Moment. Der ist hier? Ach so, ich sollte das jetzt sofort machen mit dem Goldenen? Naja, gut. Hab ja nichts zu verlieren. Ein Bienenstock, ey. Wie mache ich das? Ein Römer auf den Knien, der anscheinend verzweifelte Gebete spricht. Sie fielen offensichtlich auf taube Ohren. Ich überlege gerade, ob ich das abschießen muss. Warum kann ich das löschen und... Kann ich das auch löschen? Lösche die Feuerstellen. Tausche den falschen goldenen Bogen gegen den echten aus. Ja, das versuche ich ja gerade, du Scherzkeks. How do I do this? Übersehe ich irgendwas? Kann ich auf dich raufspringen und dann... Da. Okay, I did it. Is that you, partner? Do you have the bow? Ja. Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. Mm-mm. And yet you did. And now, here we are. Me out here and you in there. Until you give me my bow. Wie kann das nicht gegen die goldene Regel verstoßen? Ihr sagtet, ihr würdet den Reichtum zwischen uns beiden aufteilen. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Wie kann ich euch noch vertrauen, nachdem ihr mich so hintergangen habt? Lasst mich sofort raus. Not a very effective threat, is it? See, your first problem is, you're in there, and I'm out here. Your second problem is the golden rule. What are you gonna do? Kill us all? It's an empty threat. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Ich gebe euch auf keinen Fall meinen Bogen. Ich werde einen anderen Weg herausfinden. Selbst wenn ich ihn euch geben würde, würdet ihr mich zurücklassen. Vergesst es. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out how many it takes to kill a woman, shall we? Oh, Mann, ey. What do you mean?
Entkomme aus dem Tempel. Aber soll ich die jetzt abschießen? Nein. Kann ich die anzünden, die Dinger? Nee, ich kann das nur löschen. Ich kann nicht meine... Warum kann ich denn meine... wenn ich meine Pfeile anzünden könnte und dann einfach aufballer, dann wäre das ja mega gut. Oder sehe ich das gerade falsch? Ich hasse vor allen Dingen Fliegis. Fliegitichis. Viechers. I hate it. Das Nest. Das Nest, okay. Soll ich einfach aufs Nest schießen? Nice. Rein da. Oh. Klar, nehme ich. Warum ist das jetzt? Ach so, weil ich ja den goldenen Bogen... Gott, bin ich dumm. Ich dachte gerade, warum wurde das jetzt Gold? Das ist ja super dämlich. Aber ich habe total vergessen, dass... ja, ich ja den Bogen habe, der alles zu Gold macht. Richtig gut. Dann kann ich mit dem vielleicht auch jetzt zu diesem Monster da in der einen Kammer, da wo der Dings aufgenascht worden ist. Der Hannibal. Die Algen, was ist damit? Tun die mir nicht gut? Was ist das für ein Sound? What is happening? Komme ich da jetzt nicht rüber, oder was? Schieß drauf. Okay, 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 dann schieße ich drauf. Thanks you so much. That's so smart. I'm so stupid. You're so smart. Ich habe aus Versehen Dings gemacht. Lesen. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me, a rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and, disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. Dankeschön. Holy shit. Full horror of this place. Immobilized within these statues,
are living human beings. It was that day. Mega, dankeschön. 5 Abos, Alter. Broke. Holy shit. Donny, dankeschön. Thanks you very much. That's fucking crazy. Are you fucking crazy? I think so, yes. Ich war komplett gefesselt gerade von der Atmosphäre und dann... Okay, okay, let's go. Wie cool, dankeschön. So sweetie. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, dass wenn ich in Berlin jetzt bin, demnächst, okay, ich bin in Spandau, aber trotzdem, wenn ich dann da bin, dass wir uns mal sehen. Auf eine Suppe essen oder so. Achso, hier kann ich hoch. Ah, geil. An den Seilen kann ich hochklettern. Nice. Oh, shit. Spandau. Ja, Mensch, nun, was soll ich tun? Mach mich nicht fertig, okay, Donny. Soll ich hier einfach rüberhüpfen? Ja, hier rüberhüpfen? Was guckst du mich denn so an? Are you sure? Ich habe das Gefühl, ich gehe drauf. Übersehe ich was? Das Gute ist, dass ich jetzt überall, wo auch diese Dingsies sind, kann ich jetzt alles anschießen, dann kann ich da rüber gehen. Wie gut es ist. Ich hüpfe jetzt einfach rüber, ja? Oder was? Auch wenn diese Figur so aussieht, als wenn so, no, I died. Right here. I do the jumpy. Jumpies. Oh yeah. Eins in den Chat für Spandau ist nicht Berlin. Es ist ja auch so. Ich bin da selber total auf der Seite. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Ich meine, ich komme aus Berlin. Ich habe den größten Teil meines Lebens in Berlin gewohnt und ich war nie in Spandau. It's the truth. It's the whole truth. And nothing but the truth. 42. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so cool. Oh mein Gott. Ich habe die Superpower. Und der andere Dude ist ein harter Loser. Wie gut es ist, oder? Ich liebe den goldenen Pfeil. Ich hätte... Oh. Ich nehme alles wieder zurück. Ich liebe trotzdem den goldenen Pfeil und ich hätte gerne auch sowas privat persönlich für mich. Weil das, es scheint mir so, als wäre das sehr... Oh Gott, es lädt. Oh no. Das Game sieht ganz geil aus. Ja, es macht auch tatsächlich sehr viel Spaß. Ich hätte das auch nicht gedacht. Aber es ist sehr rumdetektivieren und einen Weg in den Palast finden. Wo bin ich zur Hölle? Ist hier alles zu barrikadiert. Kann ich das aufmaken? Nee, kann ich ja nicht. Aber es ist schön, dass du da bist, Donny. Wie gesagt, ich hoffe, es geht dir gut. Achso, ich bin da schon. Okay. What is happening? Und warum wetzt hier schon jemand mit seinem Messers? Oh, wie du. Kein Thema. Bitte sehr. Was ist los? Treten? Warum soll ich sie treten? Na gut. What? Aber ist das nicht die auch Hannibal gesnackt haben soll? Ist das, was hier passiert? Bin ich da, wo man nicht hingehen darf? Wo Dullibert mich von abhalten wollte, immer permanent? Oh, holy shit. Oh shit. Ey, yo. Treten. Wegtreten. Holy shit. Was? No. Go away from me, girl. Mann. Ach, dieses Thank you. Okay, kann ich die hier von hier aus treffen? Oh yeah. Oh, geile Pose gemacht.
Nice. Strike a pose. Okay. Aber wer sind sie? Wer ist sie? Wer ist das? Was ist hier passiert? Wo bin ich? Durchsuchen. Pfeil nehmen. Nice. Mehr Pfeile. Und wer wetzt denn da mit seinen... Wo bin ich zur Hölle? Treten. Ist hier noch irgendwo Skelettgirl am Start oder was? Wer bist du denn? Die Algen zu Gold machen. Oh shit. Nee, stopp. Treten. Wegtreten. Ey, die Stimme ist der absolute Shit. Die hilft mir. Ist der beste Sidekick überhaupt. Mal im Ernst. Nennt mir einen besseren Sidekick als die Whisper-Stimme hier in dem Spiel. Untersuchen. Okay. Was passiert hier? Und wer war das da oben? Konnte jemand erkennen? Wer war das da oben? Und wer wetzt da mal seine Messer? Messer. Show me... Oh, wo laufe ich hier lang? Okay. Die Musik ist nicht mehr spannend. Heißt das, es ist vorbei? Ich kann hier nicht durch. Kann ich irgendwo hochklettern? Mit Hilfe von Ranken in Gold? Nee. Okay. Da vielleicht durch? Kann ich hier rüber hüpfen? Auch nicht. Es ist unmöglich, das zu überqueren. Du bist ulkig. Oh, ich habe nur den Sound vergoldet. Na toll. Ich erreiche nur den Zaun. Okay, aber ich muss offensichtlich ja irgendwie dann dahin. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Oh, kein Foto machen. Nein, davon machen wir kein Foto. Nee, wir machen auch kein... What is happening? What is happening? Okay, ich muss da irgendwo rüber, aber wie? Sieht irgendjemand, wie man hier rüberkommt? Wo ist this way? Zeigst du mir was? Ja, da sind die Schmetterlinge. Ich sehe Schmetterlinge da hinten, aber... Welches this way meintest du? Da, wo es brennt? Von hier sind wir ja gekommen. Und hier komme ich nicht durch die Tür. Ist das ein Steam-Game? Ja, es gibt's auch, glaube ich, wenn du den Xbox Game Pass hast, ist es da auch gerade drin. Just for free. Oh, hier runter. Ja, ich gehe ja schon. Holy shit, are you kidding? Okay. Die seufzten erleichtert. Okay, also sind sie happy. Happy, dass sie erlöst wurden. Hopp. Hello. Kann ich hier noch was looten? Geil, mehr Pfeile. Oh, oh. Nee, stopp. Oh, ins Knie. Pfeil, ins Knie. Pfeil. Oh, stopp. Ich habe Pfeil ins Knie gemacht. Du musst dann aufhören. So sind die Regeln. Mann, er kennt die Regeln nicht. Wie komme ich da hoch? Da, so. Oh. No, stop. No, stop. Stop. Drop. No. Oh Gott, dang it. Das hat viel zu lange gedauert. Das ist ja unnötig. Ja, ist doof, ne? Dein Buddy steht davor. Ist aber nicht richtig Gold. Ist das korrekt? Ist hier nicht komplett vergoldet? Na gut.
Nicht, dass hier gleich Surprise-Attack von hinten oder so. Das wäre natürlich richtig mies. Dum, 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 dum. Ich finde es auch ein bisschen gemein, dass die so angerannt kommen und einen unbedingt umarmen wollen. Eine Armlänge Abstand, bitte. Hä, warum geht das nicht? Ich habe sie doch erwischt, oder nicht? Shake, shake, shake. What is happening? Warum? Nein! Oh Gott! So, dich habe ich jetzt zum Schutz hier schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Du kannst auch noch mal. Geiler Abhäng-Style. Ey, es hat funktioniert. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach über die rüber hüpfen können, ne? Habe ich aber nicht gemacht, weil ich es gerne kompliziert habe. Oh, come on. So. Aber jetzt kriege ich da die Schatztruhe da unten nicht. Kann ich da runterhüpfen, ohne zu sterben? Ja, ne? So. Nochmal kurz, hat irgendjemand erkannt, wer das da war am Balkon, der gesagt hat, du darfst nicht hier sein? Ich habe nämlich so schnell gar nicht erkennen können, wer das da war an dem Balkon. Oh. Ja, ich helfe dir ja. Hä? Wie viele Pfeile möchtest du denn? Kein Ding. Aber tun die deswegen einem nicht richtig weh, weil die einfach auch... naja. Ich versuche noch das Geheimnis hier zu lüften. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich auf der anderen Seite dieses Gardens. Distract them, okay. Kann ich die dann alle zusammen, wenn die hier rein ins Wasser laufen? Party! Okay. Ja, es wirkt alles super traurig. Ah, da lang. Hier ist irgendwer geschnetzelt worden. Holy shit, was ist hier passiert? Schlüssel zu den Palasttüren. Ja, den nehme ich sowas von. Lesen. My beloved Galatea, after I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea.
Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Okay. Achso, ich dachte, wenn ich die Tür freischalte, dass dann so eine Ladesequenz kommt. Deswegen wollte ich sie erst zu Ende reden lassen. Aber abgefahren, was ging hier alles ab, ey? Holy moly, ey. Oh, da sind noch mehr Partypieps. Kann ich das vergolden? Damit die da nicht durchkommen? Nice. Fangt sie. Ey, dass das so schwierig ist. Nee, dich wollte ich. Warum treffe ich dich nicht? Oh, wer kommt denn da? Oh, Elias, dankeschön. Mega cool und herzlich willkommen. Wir machen gerade alles zu Gold mit Pfeil und Bogen. Was ging bei euch? Was ging bei euch? Ich glaube, den kriege ich hier nicht. Ich glaube... Ne, kriege ich nicht. Muss ich leider umtreten. Tut mir leid. Aber nun gut. Aber der Gedanke, so alles zu vergolden, ist mega cool, finde ich. Dass man so die Möglichkeit hat, wirklich alles zu vergolden und dann zu sagen, so, ja, hier kommt ihr nicht durch. Das finde ich echt ein ganz netter Twist. I like it. I like it, I like it. Unpacking habt ihr gemacht? Was gab's denn anzupacken? Was geht hier so? Wir spielen Forgotten City und wir befinden uns eigentlich quasi, man könnte sagen, in so einer Art täglich grüßt das Murmeltier-Situation. Und wir versuchen alle möglichen Dinge aufzuklären. So ein bisschen Detektivarbeit, ein bisschen Action, ein bisschen alles von allem. Alles, was Spaß macht. Habe ich die jetzt vergoldet hier? Ja, ne? Hallo, könntest du? Ja. Und irgendjemand wetzt im Hintergrund einfach seine Messer die ganze Zeit. Okay. Alter, super Ninja-Moves hier. No, 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 no. Don't fall. So weit, so gut schon mal. Das nehme ich mit. Das ist mein Geld jetzt. Okay. Die nehme ich auch. Ach, das Game heißt Unpacking. Ach, das, wo man quasi umzieht und alles ein- und auspackt. Jetzt habe ich es auch verstanden. Das tut mir sehr leid. Ein bisschen slow manchmal. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht so ein bisschen nach so einem Guilty Pleasure Spiel aus. Sowas wie auch,
Was ist los? Sowas auch wie Dings ist. Na, wie heißt das nochmal, wo man Häuser dekoriert? Hausflipper. Jetzt hab ich's. Gibt's hier irgendwas noch zu holen? Lohnt sich's da reinzugehen? Nicht wirklich, oder? Außer, dass ich da irgendwie hin muss. Dann kletter ich hier runter wohl. Oder spring einfach. Auch okay. Mhm. And pose. Eine junge Römerin mit erhobenen Armen, als würde sie plötzlich etwas Unbekannten fürchten. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Okay. Aber dadurch, dass da Gegner-Action ist, würde ich jetzt mal sagen, wir müssen da lang. Oder Sims. Ja, aber Sims spielt man ja entweder nur, um halt auch nur Häuser zu bauen, ne? Oder eben, um komische, weirde Geschichten zu erzählen, die damit zusammenhängen, dass man die Sims auf mögliche Arten umbringt oder halt die vorhandenen Familien zerstört. Also, habe ich so gehört, dass man das so spielt. Okay, hier geht auch noch irgendwas. Was ist happening? Warum stehen da keine Leute? Also keine... Muss ich das hier vielleicht erst abschießen und dann kommen die oder was? Das macht mich ein bisschen kirre, dass das so krampfhaft ist mit, Ha, da seid ihr ja. Hä, wie jetzt? Warum seid ihr nicht vergoldet auch? Hä, bist du dumm? Ja, werd doch zu Gold dann. Warum hat es nicht funktioniert, so wie ich dachte? Das ist doch mega dumm. Ich habe jetzt kurz auf Maus und Tastatur gewechselt, weil die Steuerung, dass es so hakelig ist mit dem... Nervt mich ein bisschen. So unpräzise. Macht mich wütend. Na, guck mal, der sitzt hier einfach noch. Hast du irgendwas Wichtiges? My beloved Galatea, my attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, which was so rigid it must be some kind of alloy, with living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath, and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. Yeah, I'm trying. I pressed on, snapping late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength and those sharp metal... Nee, was ist denn jetzt los? Was war das? Warum ist es einfach rausgegangen? Holy shit, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Ich dachte, alles ist abgestürzt.
She was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. Ah, ich hätte hier auch wieder. Naja. Working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day we will be together, even if I have to free every last statue in this God's forsaken place. Was zur Hölle, ey. Warum steht hier so eine Vase? Hat er mich gerade angeguckt? Hat er mich gerade angeguckt? Habe ich das richtig gesehen? Wenn die jetzt auch noch zum Leben... Nee, das kann ja schlecht sein. Die sind ja schon Gold. Na gut. I go out now. Okay. Oh nein, was passiert hier? Könnt ihr sprechen? Warum helft ihr mir? Wer seid ihr? Warum helft ihr mir? Behind you. Oh no. Holy shit, wer bist du denn? Ihr müsst Nevia sein. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. Ach nö. Wenn ihr mich angreift, enden wir beide in Gold gehüllt. Das hat nichts mit mir zu tun. Liar. I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. And now I discover she started whispering to you instead. Ja. What's so special about you? Warum bist du so wahnsinnig geworden? Diese Statue ist nicht die einzige, die mir zuflüstert. Das viele tun es. Ich höre aber immer dieselbe Stimme. Das. What do you mean, the same voice? Naja, es ist, als würde mir jemand anderes durch die Statuen zuflüstern. Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. You're trying to steal her away from me. Were you planning to wait? Du warst zu lange allein. I've done all the hard work, then swoop in. Is that it? Das ist verrücktes. Nein, ich schwöre. Liar. You tried to steal her away from me, and now look what you made me do. Give me one good reason why I shouldn't peel you too. Ich bin zufällig hier gelandet. Alles, was ich will, ist weggehen. Ich habe genug gehört. Alles, was ich will. What are you talking about?
I want to leave. Ich saß in Tunneln unter der Stadt fest und bin auf der Suche nach einem Ausweg im Palast gekommen. So you're saying you weren't coming for us? Nee. Ich hatte nie die Absicht, euch zu verletzen. So I did all this. I ruined her. For nothing. What have I done? Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of her being like this. And in so much pain. It's the air coming into contact with her flesh. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again. And we'd be together. Ich kann. All it would take is one little cut. Wartet, ich kann das alles rückgängig machen, wenn ihr mir verratet, wie man Rheuma behandelt. It's too late. There's nothing you can do. I have to do this. I'm sorry. No! Ich kann sie wieder mit Gold bedecken. What? How? Dieser goldene Bogen ist die Waffe, die die Menschen in Gold erhüllt. Really? Ja. Oh mein Gott, du bist anstrengend, Girl. If you can undo this mess, Ja. I'll tell you what you need to know. Nice. But if you're lying to me, I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. Understood? I see. In Ordnung, trete zurück. Warum? Hä, was ist es denn hier? Was ist denn hier los? Warum springt das hier das mal raus? Das macht gar keinen Sinn. Hallo, stop it. Weiterspielen. See? You did it. You took away her pain. Ja. I don't know what to say. Thank you. Thank you. I swear I will never harm her again. I swear it. I'll stay here to keep her company. But these poor souls, what can be done for them? I've tried everything I can. I fear the only one capable of releasing them properly is whichever god doomed them in the first place. In any case, I must honor our bargain. The treatment for rheumatism is willow bark. I believe there's a pot of it already in the Shrine of Apollo. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Thank you very much. Go, and never return. Holy shit, ey. Was hier alles abgeht. Es lädt. Wir sind ins Helle gegangen. Wow. We did it. Was wohl der Handelboy sagen wird, wenn er uns sieht? Wo ist denn das Arschloch? Wo ist er denn? Hier ist er. Na, du dummes Arschloch? Wonder how much one of these statues is worth on the outside. Oh, hello there, partner. I'm glad you're here. I think there might have been some confusion about my little practical joke. You see, my plan was to give you a little fright. You know, like two friends joking around at the Saturnalia, and then, surprise, I'd open the door. But when I opened it, you were gone. Ihr werdet dafür bezahlen, was ihr getan habt. Ich glaube euch nicht. Partner, I swear, this is just a misunderstanding. Look, why don't you keep our bow as compensation? Ich hätte ihn auch so oder so. Du meinst meinen Bogen? Fine, fine. It's a credit to you that you're able to see the humor in all of this. Now, can I help you with something? Habt ihr eine Ahnung, von wem Virgil bedroht wird? I don't, I'm afraid. But I did overhear Fabia telling Georgius she saw something. Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Not going to happen. Was? Du kannst es sagen, sonst töte ich dich. Very well. Another time.
Schade, ich dachte, er wirkt erschrockener. Shiny. Fabia, ich muss mit dir reden. Salve and welcome. Need something? Hier. Terrible shame, that is. Maybe this'll help. Late last night, I was cleaning my oven when I heard some noises outside. The forum's usually dead quiet at that hour, so I came out to see what was going on. To be honest, I thought maybe poor old Dooley had got out of his cell and was snooping around again. So I put my head out and saw someone in front of Virgil's shop. I couldn't tell who. It was too dark. I called out to them, but they just turned and ran off without a word. All I remember is they ran past a lit torch, and the light glinted off something metallic. Armor, I think. So I suppose it could only be one of 3 people. Horatius, Domitius or Rufius. I hope that helps. Ich würde es ja Dummy Boy zutrauen, aber gut. Danke, das hilft tatsächlich. Okay. Alright. Thanks again for taking care of our problem. Kein Ding. Forget it. So, jetzt sage ich ihr nochmal Bescheid hier, wie jetzt Rheuma zu behandeln geht, wenn sie hier drin ist, hoffentlich. Yes. Feeling all right? Ich habe herausgefunden, wie Rheuma zu You behandeln. made it into the palace. Yes, yes, yes. I'm impressed. How is Navy? Sie ist am Leben, aber sie will einfach nur in Ruhe gelassen werden und die Behandlung ist Weidenrinde. Willowback. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Thanks you. Gut, das lässt sich einrichten. I'm really glad you arrived when you did. So. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Apollo smiles upon you. Danke, 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 danke. Halleluja. Es ist auch schon, es geht ja bald wieder die Sonne unter, ne? Das heißt, das ist die Wahl auch wieder. Ein kurzes, was bisher geschah. Holy shit. Okay, also. Wir wurden an einen Fluss gespült. Und wurden von einer Karen zu einem Tempel geschickt. Und da sind wir in ein Portal gekommen. Und er ist derjenige, der uns quasi geholt hat, weil durch Götter braucht er jemanden, der immer wieder dieselbe Zeit durchlaufen kann, weil in diesem Ort hier gilt die goldene Regel, was bedeutet, dass wenn jemand eine Sünde begeht, dass dann die ganzen Figuren, die da rumstehen, mit Pfeilen auf die Leute schießen und alle zu Gold verwandelt werden. Das heißt, niemand darf eine Sünde begehen. Was da jetzt aber genau Sünde ist und was nicht, das ist alles noch so ein bisschen ein grauer Bereich gerade, den wir, wo wir Sachen rausfinden, was geht und was nicht geht. Klauen geht zum Beispiel nicht, das haben wir gleich rausgefunden. Webcam ist aus. Geil. Okay, gut. So viel dazu. Nice. War ja klar. Das ist auch schon wieder viel zu spät für die Cam wahrscheinlich. So, ich bin aber noch da. Einen Moment. Ich guck mal eben, ob... Die geht. Die geht. Guck mal. Dann machen wir die halt so lange an. Es halt irgendwann verabschiedet sich die Kamera einfach. Das ist halt so. Ja, wo war ich gerade? So, auf jeden Fall haben wir unterschiedliche, so, goldene Regel, bla bla bla, graue Zone mit, aber auf jeden Fall Klauen ist etwas, was die Regel bricht. So, da war ich. Jetzt haben wir die ganzen unterschiedlichen Leute hier kennengelernt und deren unterschiedlichen Geschichten. Und er ist derjenige, der halt noch zum Magistrat, der noch der Magistrat ist. Die Wahl passiert aber heute. Und der Dude, der gegen ihn antritt, wohnt da drüben in dem Haus. Was wir da aber rausgefunden haben, ist, dass er, sobald er gewählt wird, will er ihn
töten lassen, weil er nämlich sagt so, die goldene Regel, kompletter Schwachsinn, das gibt es nicht, die will ich abschaffen. Und er ist hier so ein bisschen sein Wachhund. Er ist richtig dumm. Er ist ekelhaft, wir mögen ihn nicht. Er heißt Domitus. Dumm. Dann haben wir auch schon mit der Priesterin geredet, die herausgefunden hat, dass alle, die hier gelandet sind, eine ähnliche Geschichte haben, wie sie hier gelandet sind. Und zwar, dass sie alle über einen Fluss bei einer gelandet sind mit einer Kopfbedeckung, mit einem Hut, mit einer Kapuze. Und da haben wir festgestellt, dass das quasi die Fährenfrau ist. Das heißt, eigentlich sind wir alle tot und das ist, wir sind eigentlich alle tot. Das ist der eigentliche Punkt, wo wir gerade sind. Netflix, 2 Monate. Dankeschön. So. Ja, und da sind wir gerade. Und jetzt will ich nochmal gucken. How did you get in there, you cheeky little Sturkus? If I cop an earful from Malleolus, I'll be coming for you. Ach, halt dein Maul, ey. Ich mag dich einfach nicht. So, jetzt versuche ich hier nochmal mit dem zu reden. Weil nämlich, der hat hier auch irgendwie ein Geheimnis. Der hat auch seine Frau eingeschlossen im Schlafgemach. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Ihr seid, genau, diesen Namen, diesen Quinctius, das wissen wir, weil jemand anderes hier gelandet ist in diesem Ort, der ein Meuchelmörder war. Und der hat uns gesagt, dass er auf der Suche nach oder jemanden umbringen soll, der einen Kult leitet. Und ganz klar beschrieben, er trägt keinen Bart und hat 2 unterschiedliche Augenfarben. Und da liegt es auf der Hand, dass er hier ist. Aha. My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Oder auch nicht. Ihr habt ein grünes und ein blaues Auge, genau wie die Beschreibung bei diesem Hinrichtungsbefehl vom Kaiser Nero. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Ich kann nicht beweisen, dass ihr es seid, noch nicht, aber ich werde es. Offenbar leidet auch an Größenwahn. Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Ich kann nicht beweisen, dass ihr es seid, aber ich werde es. Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? Was wisst ihr über das Verschwinden? Genau, Scintilla ist nämlich auch die Tochter vom aktuellen Magistraten und die ist verschwunden. Und man kann aus diesem Ort nicht verschwinden, weil alle Versuche, die getätigt worden sind, sind geendet mit Tod. Of course not. But as I always say, if Sentius can't protect his daughter, how can we trust him to protect this city? Ja. Genau das ist das. Was verschweigt ihr mir? Look, if you're trying to find her, you may wish to check the cisterns beneath this villa. Domitius says he saw a body there some weeks back. Of course, just to be clear, I take no responsibility for what happens to you down there. Okay. Wisst ihr, wo ich die römische Tafel finden kann? Look, if I had a Roman plaque in my possession, I'd be happy to sell it to you, but I don't, so I can't. Na gut. Okay. I trust you can see yourself out. Puh. Eine griechische Statue des Löwen. Nö. Ach, ich könnte ja auch noch mal hier... runtergehen. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Doch, das ist der Plan. Ja, ich weiß das. It's your funeral. Jetzt lass mich da runter, Mann. Jetzt habe ich schon den goldenen Megabogen.
So, rennt hier ja gleich auf mich zu, ne? Das Ding. Da. Oh. Mann! So. No! No, warum sinke ich? Warum sinke ich? Oh. Warum bin ich denn gesunken auf einmal? Das macht ja nun wirklich gar keinen Sinn. So, let's go. Let's go. Let's go. Okay. Holy shit, das ist ja richtig Parkour-Style hier. Oh. Und dahin. Und hoch. Na los. Okay. Jetzt habe ich natürlich den Rest... Oh. Oh! Da wird sie gefangen gehalten. Oh, ich wusste es, dass sie gefangen gehalten wird. Ist sie das? Who are you? Did he send you? Wer ist who? Ich bin Ursula und niemand hat mich geschickt. Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. Was geht hier vor sich? I'm Scintilla. Yes. I found a way out through the gate of Thorn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Wer hat euch das angetan? Wie hat das nicht gegen die goldene Regel gestoßen? Gestoßen. Sentius, my adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him. Der war das? I don't know. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Was werdet ihr unternehmen, wenn ich euch freilasse? I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Es tut mir leid, aber wenn ich euch gehen lasse, werden alle anderen sterben. Was, wenn ich alle zusammentrommel, damit sie bereit zur Flucht sind, sobald wir die goldene Regel gebrochen wird? Es tut mir leid. Mit Nebene. There's no time. Wait, did you hear that? He's here. Quick, you have to let me go. It's now or never. Phil! Schönen Abend auch dir. Oh mein Gott, es tut mir leid, aber werden wir an alle anderen sterben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich würde halt so gerne sehen, einfach was passiert, wenn man sie einfach jetzt mal freilässt und wir zusammen abbauen. Komm. Oh, thank you. Now follow. Wait. Did you hear that? Was He's denn? Here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking. Ich habe das Gefühl, ich kann niemanden trauen, habe ich so das Gefühl. Oh, es hängt schon wieder das Spiel. Oh nee, doch nicht. Der kommt runter. Ja, ist es wirklich, ey. Do with Scintilla. Where is she? Ihr seid menschlicher Abschauen, wisst ihr So that das? is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. It's a shame, really. If you'd just done what you were supposed to, you'd have been looping through time forever until you gave up and killed yourself. Just like that soft-hearted
Ja, ja, das ist nämlich. Ihr erinnert euch an Al? Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one room to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you were a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunting. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I'd have preferred if you'd given me more time to enjoy the trappings of my success. How many extra days did you give me? Just the 5? Not a lot compared with Al, but I've seized every day, nonetheless. In any case, there's no escape for you except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Better to end it all now than find out what awaits you beyond that portal. So, you discovered my secret. So what? No. What are you going to do about it? Hinter dir. Deine Tochter ist hinter dir. Also habt ihr mich darum gebeten, herauszufinden, wer die goldene Regel brechen würde, obwohl ihr wusstet, dass ich jedes Mal scheitern würde. Ihr wusstet von einem Ausweg und habt sogar eure eigene Tochter eingesperrt, nur um dies zu verheimlichen. Warum? Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Also habt ihr mich darum gebeten, achso hier, dafür werdet ihr einen schmerzhaften Tod sterben. Mal sehen, wie ihr euch aus dieser Sache herausmogeln wollt. Macht erstmal das Erste. Of course. There's no way you could have succeeded. Every soul who has ever found themselves here has broken the golden rule eventually. It is inevitable. Man will always sin sooner or later. Any idiot could tell you this. But where others might see tragedy, I saw opportunity. As I told you the first time we met, I found a way to cheat death by reliving the same day over and over again forever. And I will continue living long after your dust. Dafür werdet ihr einen schmerzhaften Tod sterben. Oh, nee, hier. Do you really think you could take on a Decurion with that flimsy little bow? Denkst du wirklich, er ist flimsy? Wahrscheinlich könnte ich das, aber ich überlasse ihr das mal. Scintilla? Where is she? I'm right here, Father. The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Al Worth?
Ich bin hergekommen, um dich zu suchen. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Ich bin Ursula. Ich hatte gehofft, du würdest wissen, wer ich bin. Ich bin Ursula. Really? That's strange. Was denn genau? I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. Eigentlich bin ich das gewesen. What? You're saying you were here 2,000 years ago. I'm not sure I understand. Als ich das erste Mal in der Gegenwart eintraf, sah ich deine Leiche an einem Galgen hängen. I'm sorry, come again? Ja, it's the truth. Ich habe noch immer den Abschiedsbrief, den du in diese Tafel geritzt hast. Hier. Let me see that? Ja. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing. But I don't understand how I could have written it. Es wurde von einer anderen Version von dir geschrieben. Ich habe die Vergangenheit und dein Schicksal verändert. I'm not following. Schon mal zurück in die Zukunft geguckt. Ich habe Scintilla dabei geholfen, den Mann umzubringen, der ein Zeitportal öffnete und dich in der Zeit zurückzog, um zu verhindern, dass dieses jemals geschehen würde. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Jetzt verstehst du's. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. That's a lot to take in. Genug geredet. Wie wäre es damit, diesen Ort zu verlassen? Maybe we can escape through the same aqueduct Scintilla used, if we can find it. Er ist hier in der Zisterne. Folgt mir. Okay, ist es dann jetzt eins von vielen Enden, oder... Hä, aber kamst du nicht von hier? Ah, du stehst im Weg. Please, don't... Okay. Ach so. Weil ich würde auch gerne wissen, was es mit den unterschiedlichen Platten und so auf sich hat, die man ja finden sollte. Und ich habe das Gefühl, man hat jetzt so ganz viel... Was machst du da? I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Ich glaube nicht, dass ein bisschen Holz abhalten wird, gewisse Leute da reinzugehen, aber klar. Go on ahead. I'll be there soon. Ich will nicht alleine gehen, dann bist du wieder weg. Ich habe dich doch gerade erst gefunden, Al. Woher willst du wissen, wo es lang geht überhaupt? Du brauchst mich doch. Du bist verloren ohne mich. Du bist gestorben ohne mich. Hallo. Eins von 4 möglichen Enden. Ja, ey. Ich hätte gerne das, wo alle happy rauskommen, außer offensichtlich jetzt nun 2 Arschlöcher, die wir mindestens haben. Okay, 3 Arschlöcher, die wir haben. Ansonsten sollen es bitte alle schaffen. Das fände ich ganz schön. Hier haben wir auch gestartet. Ah, guck mal, da ist Karen. Karen, was geht? You're back. Ja? But you're alone. Does that mean you didn't find out? Doch. Ich habe ihn gefunden, er will gleich hier sein. What a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ich habe herausgefunden, dass dein wahrer Name Karen ist. Ich habe die Ruinen da. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Könntest du die Augen wieder ausmachen?
Wer bist du wirklich? You can just call me Carol, if you like. I'm sorry I was not completely honest with you when we first met. No. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. Welche Wahrheit wäre das? That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Okay, und wie bin ich gestorben? Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Ja. As you wish. You were murdered. You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. Oh. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Karen's Opal by some, and so it was my duty to bring you here. Was ist an diesen Münzen so besonders? Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay the ferrymen for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. Und warum? That is a question you would have to ask him, if that were still possible, in light of the path you have chosen. I am just his servant, doing his bidding. Only now, I find myself bereft of purpose. You see, the coins on you and Al were the last of the 1,000 in existence. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Wenn die uns ins Land der Lebenden zurückbringen? I see no point in keeping you here. Oh. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost Sie hat track of auch time in there. unterschiedliche You wouldn't Augenfarben. believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was Scintilla? How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Ah, nee, hat sie doch nicht. Here, take a look. Okay. I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but I want you to know that I will never forget you, or what you did for me. It pains me that so many dear friends were not so fortunate. Ulpius, Cynthia, Lucretia, Horatius, Galerius, poor Dooley, and the others. But please understand, their blood is on my hands, not yours. I will live with the consequences of my actions,
and all I can do is move forward, trying to show others the same compassion you showed me. I promise you that saving my life will not be for nothing. Scintilla. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? In Ordnung, Karen, fahren wir zurück. Let's go. Ende 2 von 4. Wie viele hätten wohl überlebt, wenn du dich dem Gott der Unterwelt entgegengestellt hättest? Ja, fürs erste Ende war das doch schon mal gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen haben wir super viel rausgefunden. Ich hoffe, man kann dann nochmal reinsteigen, wenn... auch wenn man jetzt abgeschlossen hat. Ich hoffe, man hat dann einen Speicherpunkt, wo man einsteigen kann, dass man halt vielleicht noch ein bisschen mehr rausfinden kann. Das wäre ganz nett. Das wäre wirklich ganz nett. Und den kommt jetzt nämlich auch schon. Das war super schön. Jetzt gucke ich mal kurz, inwiefern ich hier umstellen kann, dass ich auch komplett zu sehen bin. So. Balu. So. So. Aber es war wirklich, jetzt gerade für den ersten Lauf fand ich das echt richtig gut. Und ich hätte es nicht erwartet, dass es mir tatsächlich so gut gefällt. Das ist super gut. Also der Trailer, den ich mir angeguckt habe, wirklich, da kann man ja nichts drauf geben. Und es tut mir auch leid, ich habe so das Gefühl, dass immer so nach, wie lange sind wir denn jetzt dabei? Ja, nach 5 Stunden hört offensichtlich meine Kamera auf zu funktionieren. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Oh man. Ja, sorry dafür, dass die Kamera halt leider immer ausgeht. Es ist wirklich. Aber sobald ich dann auch wieder zurück in Hamburg bin, würde ich halt mega gerne auch vielleicht mal noch einen Durchlauf machen. Guck mal, man sieht jetzt den Boy gar nicht mehr so. So. Ja. Holy moly. Ey, ich habe auch noch so viele Fragen. Ich will auch noch so viel wissen, was jetzt abgeht. Was passiert vor allen Dingen, wenn man sich jetzt überlegt, okay, hey, man macht das jetzt mit dem Tempel und mit den ganzen Schildern und so und sucht die zusammen. Und irgendwie ist es halt noch so super viel offen. Und ich habe noch ganz viele Fragen. Und ich will es wissen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und ich habe ja jetzt frei noch den ganzen Monat. Ich bin jetzt allerdings auch erstmal kurz in Spandau, weil ich muss ja auch Wohnungen suchen und sowas. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Auf dem Laufenden, was Spandau betrifft, auf Instagram. Und ansonsten beim Discord sage ich euch Bescheid, wenn ich dann wieder live gehe. Und dann, ey, wie gesagt, also ich bin auch gerne nochmal dabei, wenn man nochmal eine Runde startet, damit man ein bisschen mehr erfährt und herausfinden kann. Darauf hätte ich nämlich richtig Bock. Und ansonsten habe ich auch noch andere Spiele auf dem Zettel, die ich unbedingt noch durchstarten will. Und da würde ich mich mega drauf freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ansonsten raiden wir jetzt mal. Wen raiden wir? Oh, guck mal. Wisst ihr, wer da ist? Das ist der Soon. Der Soon, der macht Musik. Und da gehen wir hin. Da gehen wir hin und machen einen geilen Raid. Auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Sorry für technische Probleme. Aber ansonsten wäre es auch kein super langer Stream mit mir, wenn es keine technischen Probleme geben würde. Fand super, dass ihr alle dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch dann nächste Woche wieder regelmäßiger zu sehen. Ab nächste Woche wieder regelmäßiger zu sehen. Und fühlt euch gedrückt, habt eine wundervolle Nacht. Und seid lieb zu Soon. Und bis bald. Kussis, gute Nacht.
bis bald.